Ich bin der Vegan Satanist und gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise. Nichts ist besser als eine teuflisch gute Geschichte. Geister, Serienkiller und Lovecraftianische Sekten dürften eine Faszination bei Gruselfans auslösen. Leider verbirgt sich Horror nicht immer im geschriebenen Wort. Wenn sich die Grausamkeiten in der echten Welt manifestieren, wird das Erlebte zum wahren Albtraum und für Betroffene zum Trauma. Doch wie kann man damit umgehen? Ich spreche heute mit Faye Hell, Autorin, Lehrerin und eine satanische Katzenliebhaberin. Sie hat diese Probleme selbst in die Hand genommen und zeigt uns nicht nur, wie man es richtig macht, sondern auch, dass wir ohne Scham und Vorurteile über jenes Erlebte sprechen müssen. Du bist eine begnadete Autorin. Und das sage ich wirklich vom ganzen Herzen, dass du eine begnadete Autorin bist. Das sage ich nicht aus Spaß, weil ich bei deinen Büchern tief drin stecke, sobald ich es lese. Und ich liebte zum Beispiel auch am Ende hier die Fragestellung, Wiese oder Garage. Fand ich grandios. Trotzdem möchte ich gerne von dir wissen, woher sammelst du deine Ideen und Inspirationen? Wenn ich gerade an so Bücher denke, wie zum Beispiel Tote Götter oder Der letzte Traum oder Keine Menschenseele. Du hast nämlich ein Repertoire, wo ich sagen kann als Leser, wow, es ist vielseitig und hat Tiefe. Das hat 2 Ebenen. Fangen wir mal mit der wahrscheinlich doch naheliegenden Ebene an. Irgendwie werde ich immer gefragt, wann hast du begonnen, dich für Horror zu interessieren? Die eigentlich aufrichtige Antwort ist, ich kann es gar nicht mehr konkret nachvollziehen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich bewusst mich an Dinge erinnere, kann ich mich daran erinnern, dass ich mich für düsteren Scheiß begeistere. Gibt da die Anekdote, meine Kindergartentante hat entsetzt meinen Vater und meine Mutter in den Kindergarten geholt, damals noch nicht getrennt, die beiden, weil ich mir mit Kugelschreiber Linien auf die Hand gemalt habe und den anderen Kindern hinterhergelaufen bin und gesagt habe, das ist die Hand des Todes. Wenn dich diese Hand berührt, dann wirst du sterben. Das zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht lesen konnte und wahrscheinlich auch nicht mit meinem Vater Film geschaut habe. Meine Mutter fand es nicht so leibend. Mein Vater hat gesagt, ja, schöne Fantasie. Toll, dass sie so viel Fantasie hat. Das wird ihr ja mal gut tun im Leben. Und das war einfach von Haus aus immer schon da. Ich habe dann wirklich sehr bald begonnen, mit meinem Vater gemeinsam gruselige, teilweise echt brutal harte Filme zu schauen, schon zu Volksschulzeiten, einfach weil ich das wollte und weil er das irgendwie betreut hat. Er mochte das schon auch und der Wunsch meiner Mutter war, lass sie das nicht allein tun. Und mein Vater und ich haben gemeinsam Filme geschaut, wir haben gemeinsam Bücher gelesen, wir haben uns dann darüber ausgetauscht und ich bin da irgendwie so reingewachsen. Das ist jetzt mal die Liebe für das Dunkle, aber woher kommt es, dass ich selbst schreibe? Woher kommen die Ideen? Ganz aufrichtig gesagt, fängt das auch früh an. Ich habe mit 11 Jahren meine erste Geschichte geschrieben. Da ging es um eine Fernsehmoderatorin, die nach Hause kommt und plötzlich ist da so ein rotes Licht im Dunkeln der Wohnung und dann sind da Typen mit einer Kamera und die bringen die Moderatorin um vor laufender Kamera mit 11 Jahren. Aber er hatte dann irgendwie lange Zeit gar nicht so das Gefühl, ja, ich möchte da weiterschreiben. So, da war ein bisschen so, ja, ich möchte wie Stephen King am liebsten auch irgendwie für den Playboy oder so schreiben. Irgendwie, keine Ahnung, aber das fand ich halt damals cool, als sehr junges Kind. Und dann war es lange Zeit weg. Und dann hatte ich aber massive psychische Probleme, also so richtig massive. Es gab da einen Abend, wo ich dann auf der Toilette saß. Es war irgendwie, ja, keine Ahnung, so gegen 19 Uhr. Und ich denke mir, morgen und wieder Montag und die ganze Routine und ich halte das nicht aus. Und ich höre so aus dem Off eine Stimme, die sagt, brauchst du dir keine Sorgen machen wegen Montag, bringst du um. Und ich habe gedacht, scheiße, das ist jetzt nicht mehr gut. Geh raus, sag zu meinem Mann, Schatz, Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und ich ging dann auch in Therapie und da kam irgendwie raus, schreib drüber. Und während ich in Therapie war, habe ich begonnen, einzelne Kurzgeschichten zu schreiben. Und da habe ich dann aber auch gespürt, dass hinter diesen Kurzgeschichten eine viel größere Geschichte steht, nämlich auch eigentlich meine eigene Geschichte. Und habe dann eine Rahmenhandlung drumherum gestrickt und da ist dann keine Menschenseele entstanden. Dieses Hotel irgendwo im Nirgendwo, wo die Leute hinkommen und mit ihren schlimmsten Erinnerungen, ihren intensivsten
intensivsten Gefühlen konfrontiert werden und das, was sie verdrängt haben, eben wieder rauskommt. Und auch sonst hole ich sicher viele Ideen aus mir selbst. Ich versuche das dann auch immer zu verfremden, dass es nicht so 1:1 meine Person ist, aber ich kann halt auch nur über Dinge schreiben. Ich würde sagen, es mir vorstellen zu können, reicht mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich muss es auf jeden Fall auch fühlen können. Das ist auch der Grund, warum ich von diesem ganzen Hardcore-Horror-Zeug vom Schreiben her eigentlich ganz weggegangen bin, weil ich sage, das kann ich nicht fühlen, weil ich ehrlich gestanden das gar nicht fühlen will. Weil ich überzeugt davon bin, dass das nicht meine Stimme ist und dieses, klar, als junger Mensch, du suchst den ärgsten Horrorfilm und die härteste Band und böse Zungen behaupten, bei der Mucke wäre es bei mir heute immer noch so, am liebsten ein Konzert, wo ich reingehe, 2 Stunden lang Soundkrachwand und dann gehe ich wieder raus, mag sein. Aber beim Schreiben funktioniert es bei mir, glaube ich, mittlerweile, auch wenn immer noch sehr krasse direkte Elemente drin sind, doch auf eine subtilere Weise. Ich weiß nicht, ob das ist, was du gemeint hast, sonst frag bitte einfach gern nach. Ja, nein, das ist genau das, was ich meinte, weil ich habe das Gefühl, dass es von deiner Seite aus bei manchen Figuren oder auch bei Geschichten, gerade bei Keine Menschenseele, eine Art Katharsis ist, die du durchmachst. Und die man auch als Leser wirklich wahrnehmen kann. Also wo man wirklich als Leser mitempfindet und merkt, die Person hat das erlebt oder die steckte da drinne. Zum Beispiel bei Tote Götter war es so, dass ich eine Zeit lang sehr krank war. Und ich habe ein chronisches Nervenleiden auf der linken Seite des Gesichts und auch im Bereich des Blasennervs. Und plötzlich kamen dann die behandelnden Ärzte irgendwie an, ja, wir müssen da genauere Tests machen. Und du musst zu dem und dem Spezialarzt. Und ich so, welche genaueren Tests? Ich möchte jetzt gern wissen, welche genaueren Tests. Und die haben da irgendwie das so ein bisschen für sich behalten. Ich sage, na, ich würde es jetzt wissen, was testet ihr? Und dann kam halt raus, sie testen auf MS, weil sie den Verdacht haben, es wäre MS. Und dann musste ich aber allein schon mal auf das erste ganz aufwendige Zeug in dieser Röhre da drin, keine Ahnung, was genau, irgendwie Computertomographie war, irgendwas Spezielleres. Was genau das war oder heißt das auch anders. Aber da musste ich einen Monat lang drauf warten. Und diese Angst hat mich förmlich kaputt gemacht. Und das war an einem Punkt, wo ich gerade begonnen habe mit der Idee zu Tote Götter. Und auf einmal habe ich mir gedacht, aber was ist, wenn ich jetzt meine Angst beinhart nehme und die meiner Hauptfigur umhänge und dadurch aber eigentlich meine Hauptfigur stark mache, weil sie durch diese Krankheit eigentlich überhaupt erst diese Möglichkeit hat, diese parallele Welt zu sehen. Es geht eigentlich sogar noch spannend weiter, die Geschichte, weil mir hat das damals nicht geholfen. Ich brauchte das so. Aber ich würde es nicht nochmal so schreiben, weil ich das große Glück hatte, jemanden kennenzulernen, der mit einem schweren Schicksal auch zu kämpfen hat, aber das mit ganz viel Natürlichkeit und Stärke bewältigt und es wahrscheinlich auch selbst überhaupt nicht so als Schicksal bezeichnen wird, da bin ich jetzt wahrscheinlich schon wieder im Fettnapf. Aber der hat mir dann damals gesagt, wie du über behinderte Leute schreibst, weil MS ja diese Angst besteht, dann eine Behinderung zu haben, das ist einfach nicht ganz richtig. Deine Vorstellungen sind einfach sehr veraltet. Und da war ich auf einmal plötzlich an dem Punkt, wo ich mir denke, ja stimmt. Da war ich an dem Punkt, wo ich auf einmal so richtig bei Own Voice war, wo ich mir wirklich gedacht habe, Own Voice ergibt total Sinn, sich irgendetwas anzueignen, ein Schicksal anzueignen, ein Geschlecht anzueignen, ja, die Sichtweise einer Person of Color anzueignen, etwas aus dem queeren Spektrum. Ich kann es erfinden, aber ich kann es nicht fühlen und ich möchte Dinge schreiben, die ich auch fühlen kann. Auch wenn es eine erfundene Geschichte ist, muss ich den Kern der Sache fühlen können. Ich finde es ja sowieso interessant. Also jetzt haben wir erstmal diese 2 Punkte, die du gerade gesagt hast, dass du die Sachen erlebt hast viel und auch gleichzeitig die Differenz, dass du sagst, ich kann ja nicht alles erlebt haben, aber muss trotzdem aus diesen Sichtweisen schreiben. Und da sagt dir jetzt eine Person, die betroffen ist, war nicht so cool. Ist das etwas, was dich auch dann tatsächlich, dich zum Beispiel als Leser bei anderen Sachen nervt, wenn du sowas liest, wo du merkst, so, da hat ein Typ jetzt zum Beispiel komplett die Sicht einer Frau geschrieben und du merkst, funktioniert nicht? Das funktioniert tatsächlich sehr oft absolut gar nicht. Ich möchte ja jetzt nicht eine Horror-Ikone mit Schmutz bewerfen und deshalb meine ich das auch absolut gar nicht böse, weil ich Richard Lehman als den Urvater des harten Horrors irgendwie wahnsinnig zu schätzen weiß. Also für mich ist es so ein Urvater.
Aber wenn man sich halt Richard Laymon's Figuren anschaut, mit welcher Begeisterung er seitenlang drüber schreiben kann, wie die Protagonistin unter der Dusche steht und beim Waschen drauf kommt, oh, meine Brüste sind so geil, oh, ich muss jetzt meine Brüste reiben. Nein, meine Brüste sind auch dreckig und wollen gewaschen werden. Ich gehe nicht in erster Linie unter die Dusche, um mit meinen Nippeln zu spielen. Oder ein aktuelleres Beispiel, auch Edward Lee, der in einem noch nicht so alten Roman dann mehrfach betont, dass seine Protagonistin, er spielt ja auch damit, ich glaube, es ist ja auch wirklich so, dass er ein personales Erzählen hat für diese Protagonistin, dass sie halt, weil sie sich so frei und unabhängig fühlt, keinen BH trägt, aber dass sie halt dann immer spürt, wie ihre Brustwarzen am Stoff der Bluse reiben und wie geil das ist. Nein. Ich enttäusche euch wirklich nur ungern, aber auch wenn Frauenbrustwarzen länger gerieben werden, tut auch das weh. Also es ist halt so, dieses Sexualisieren aus der Sicht heraus ist halt wirklich schwierig. Es hat ja trotzdem diesen männlichen Blick, es hat trotzdem diese Exploitation. Ich meine, es ist so, mein Mann hat mich mal gefragt, warum schreibst du eigentlich fast ausschließlich über Frauen? Sage ich, ich habe ein ganzes Buch geschrieben, eigentlich aus der Sicht eines Mannes mit Jacob Todd und dem Zeitalter der Kröte, aber sonst fällt es mir tatsächlich schwer. Ich habe einfach starke Frauen gern. Ich liebe starke Frauen, ich fühle mich da zu Hause und ich habe das Gefühl, dass ich da auch wirklich was zu sagen habe. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich es nicht wertschätze, wenn auch mal ein Mann aus der Sicht einer Frau schreibt. Mal abgesehen davon, dass Stephen King auch immer sehr davon begeistert ist, wie groß die Brüste seiner Damen sind. Aber Stephen King hat schon ein gewisses Händchen. Klar ist eine Holly etwas stereotyp geraten, aber das liegt jetzt gar nicht nur daran, dass er nicht mit dieser weiblichen Perspektive umgehen könnte. Also ich behaupte jetzt gar nicht, dass das gar nicht gehen kann. Es gibt sicher Frauen, die ganz großartige Männerfiguren schreiben und auch Männer, die großartige Frauenfiguren schreiben. Aber ich glaube nicht, dass es viele sind. Und ich glaube, dass es authentischer ist, wenn man dieser eigenen Stimme folgt und mit dieser eigenen Stimme dann fremde Welten entwickelt. Da stimme ich dir 100% zu. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, und das gibt es ja auch, es gibt ja sehr viele Männer, die eine feminine Seite haben und dadurch vielleicht einen anderen Blick oder den feminineren Blick auf die Sache haben und nicht, wie du schon gerade erwähntest, den männlichen Blick, den wir ja alle aus Horrorfilmen kennen. Tatsächlich musste ich auch feststellen, dass es auch scheinbar einen weiblichen Blick gibt, weil wenn man Fanfiction liest, was ja gerade aktuell total in ist, wo Dracula mit den Dracula-Frauen zum Beispiel gerade irgendwie schlafen muss und dann wird von der weiblichen Sicht Dracula beschrieben. Ich weiß ja nicht, aber ich fühle mich morgens auch nicht so sexy, wenn ich in die Dusche steige, wie der da beschrieben wird. Also ich würde auch überhaupt gar nicht so weit gehen, zu sagen, dass nicht Frauen auch Männer mit einem rechten fetischisierenden Blick mal anschauen. Durchaus. Und ich würde auch überhaupt gar nicht so weit gehen, dass man nicht irgendwann anschauen kann und sagen kann, erst der oder die oder der ist geil. Also natürlich kann man das. Ich ertappe mich selber auch dabei. Ich war mit einem Freund, wo wir ein Konzert eigentlich wegen Marduk, aber als Vorband Dotsvans. Und ich hatte keine Ahnung, wer Dotsvans ist. Und der Leon und ich, wir stehen da so und ja, halt jetzt die Vorgruppe und auf einmal, ja, die Dame kommt raus, voll im Paint, auch noch so mit Blut und Weihrauchkessel und Totenschädel und wir beide schon, oh. Dann geht sie rauf zum Schlagzeug und wir beide, oh, eine Schlagzeugerin in einer Black Metal Band, wie geil. Und auf einmal singt die auch noch. Und da müsste ich jetzt ehrlich lügen, wenn ich behaupten würde, ich wäre nicht total hin und weg gewesen. Und das sicher nicht aufgrund der tollen Persönlichkeit der Frau, weil die tolle Persönlichkeit kenne ich ja gar nicht. Aber für mich war es so viel Empowerment. Die Leute sagen immer, du kannst nicht Black Metal hören, das hat so eine Vergangenheit und so eine Geschichte. Nein, wir sollten Black Metal hören, wir sollten es uns zurückerobern. Wir sollten als Frauen am Schlagzeug sitzen und Black Metal Sängerinnen sein. Wir holen uns das Genre zurück, wir können nicht überall einen Schwanz einkneifen, also den Katzelschwanz in dem Fall, ne? Ich finde das ganz wichtig, dass man nicht sagt, da wende ich mich ab. Aber es ist halt auch so, da müsste ich auch lügen, wenn ich sagen würde, ich bin blind für die Attraktivität eines Menschen. Das ist einfach auch gar nicht so. Aber es halt wirklich nur auf diese Attraktivität zu beschränken, haut nicht hin. Und Fanfiction funktioniert ganz viel natürlich über diese
sexuelle Anziehungskraft, über dieses körperliche Interesse. Und generell habe ich auch große Freude mit Körperlichkeit jeglicher Art. Ich bin ein großer Body-Horror-Fan und ich sage auch immer, Body-Horror ist ein total faires Horror-Genre irgendwie, weil bei Body-Horror ist es eigentlich egal, ist es Mann, ist es Frau, ist es nicht binär, es ist ein Körper. Und es geht darum, dass aus dieses Abstract, dieses rauszuholen aus dem Körper, dieses Innenleben und rein die körperliche Funktionsweise. Insofern finde ich das ein sehr gleichberechtigtes Horrorgenre. Das stimmt. Besonders ist es ein destruktives Genre. Ja, voll, absolut. Wir zerstören quasi diese heile Welt und diesen Körper und es ist völlig egal, wer oder was du bist. Es wird kaputt gemacht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute Cronenberg einfach lieben. Viele Leute und hier ich auch. Ich liebe ihn auf jeden Fall. Cronenberg Senior, Cronenberg Junior. Ja, die wissen, was sie tun. Ja, unbedingt. Aber du hattest eben schon erwähnt kurz mit deinen starken Charakteren und gerade starken Frauen und da muss ich zustimmen. Deine Figuren erinnern mich sehr an, ja, man kann schon sagen, an eine Ellen Ripley, gerade zu ihrer Blütezeit. Und da muss man auch wirklich fairerweise sagen, das ist eine Frauenfigur, die gut geschrieben ist. Weil sie einfach bodenständig ist. Ja. Und mir fällt auf, das fehlt heutzutage ganz oft. Ja. Wir haben dieses falsche Frauenbild, diese falsche starke Frau, die schon männlich stark sein muss. Und das ist gar nicht der Fall. Also Stärke kommt nicht durch das Geschlecht. Ich sehe das auch, dass die Leute immer wieder denken, gerade im Film, aber schon auch beim Schreiben, ich inszeniere eine starke Frau, indem ich maskuline cis-männliche Kriterien nehme und da drüber stülpe. Und das macht aus der Frau eine starke Frau. Eigentlich sollten wir auf der Suche sein nach starken Menschen und Menschen werden stark durch ihre Geschichte, durch die Ambivalenz, die sie in sich haben, dadurch, dass sie auch mal nicht gekämpft haben. Das macht uns dann stark und das sind dann die authentischen Charaktere. Und als Katzenfan muss ich natürlich sagen, danke für den Vergleich, weil da ist ja dann Jonesy gar nicht weit. Und das Nein, Jonesy ist nicht weit, natürlich nicht. Muss ich dann natürlich dankend annehmen. Und ja, das ist auch wirklich eine Frauenfigur, die ich sehr, sehr liebe. Und wenn irgendwo mal meine Frauenfiguren vielleicht daran erinnern, dann könnte das ein unterbewusster Kniefall sein, durchaus. Weil das für mich immer so was war, wie ich mir starke Frauen wünsche, wie ich mir starke Frauen vorstelle. Nora Bensko hat mal zu mir gesagt, was sie an meinen Frauenfiguren so wertschätzt, ist, dass die auch Täterinnen sein können. Dass auch von einer Frau Gewalt ausgehen kann und dass diese Gewalt etwas Zerrissenes hat. Dass die Frau zur Täterin wird und nicht immer das Opfer bleibt. Und das war irgendwie total arg, weil wir waren da auch in so einer Gesprächsrunde, die eigentlich live ging. Und in dem Moment, wo sie das mich fragt, beziehungsweise das zu mir sagt, ich mal, boah, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Weil das habe ich eigentlich gar nie so wirklich bewusst gemacht. Zu sagen, ich durchbreche dieses Muster, ich mache jetzt aus der Frau eine Täterin. Ich mache dieses Unbeschreibliche, das man eigentlich immer nur Männern zuschreiben würde. Das können auch Frauen sein, aber ich mache nicht automatisch aus meiner Täterin dann gleich die Böse. Weil so 0 und 1 darf und so binär soll die Welt nicht sein und ist zum Glück immer weniger in dieses binäre Schema reinzupressen, auf vielen, vielen Ebenen. Aber das finde ich gerade schön, dass deine Figuren sind sowohl gut als auch böse. So wie wir alle Menschen auch bei Geburt immer gut und böse sind. Das heißt nicht, wir sind gut geboren, wir sind böse geboren, sondern man entwickelt sich. Und du zeigst das ganz gut mit deinen Figuren. Diese Entwicklung. Also je nach Situation kann es kippen. Und das ist halt wichtig. Und das ist egal, ob es beim Mann oder bei einer Frau ist. Eine Frau kann mich genauso gut abstechen in der Küche morgens, wenn sie schlechte Laune hat. Das ist nicht nur eine männliche Gewaltphase. Die gibt's auch andersrum. Unbedingt, ja. Und für mich ist halt das auch das Wichtige, dass die Figuren authentisch sind. Ich weiß schon, dass viele Leute dieses lupenrein Böse total sexy finden und dieses herrlich Unschuldige total unterstützenswert. Aber das ist halt einfach etwas, was ich den Leuten nicht geben kann. Ich kann keinen abgehoben, erotisch, lupenrein bösen Menschen schreiben und erst recht keinen unschuldig guten. Solche Leute kenne ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo Individuen, die so abgehoben böse und so abgehoben gut sind, aber nicht in meiner Welt, nicht in meiner Vorstellungskraft. Ja, aber das ist ja auch ewig falsch. Das ist ja dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Und ich bin ein Fan also ich bin sowieso, weißt ja selber, ein Horrorfan und ich mag immer die Bösewichte. Ich mag aber immer die Bösewichte, wenn die einen Grund haben, böse zu sein. Und daraufhin sind die ja gar nicht mehr böse, weil die haben eine Vergangenheit und
haben ein Ziel, was sie korrigieren müssen. Und das kann in der Ansicht anderer Leute böse sein. Genau. Beispiel. Phantomkommando kennst du ja mit Schwarzenegger. So, er möchte ja seine Tochter retten. Er ist der Held für uns Zuschauer. Aber haben wir schon mal Sanchez gefragt, der auf dieser Militärinsel einfach arbeitet, Brot verdient für seine Familie, der da am Wachturm steht? Da kommt ein Irrer mit einer Machete und Raketenwerfer und läuft da amok. Sanchez weiß nichts von dem Kind. Sanchez arbeitet da nur. Für ihn ist Arnold das Monster. Das ist dieser Perspektivenwechsel. Ich glaube, das ist bei jeder guten Figur, die man entwickelt, auch ein bisschen so das Geheimnis, so aus dieser Figur auch mal rauszutreten. Für mich ist die Geschichte, die ich entwickle, genauso wichtig wie die Figuren, die ich entwickle. Und ich unterrichte ja auch bei uns an der modularen Oberstufe kreatives Schreiben. Und wenn ich da mit den jungen Erwachsenen spreche, versuche ich ihnen auch immer zu erklären, wie ich eine Figur entwickle. Und da schauen sie mich dann jedes Mal an, als soll man jetzt die Rettung rufen, weil ich sage, ich mache meine Figuren so real, dass ich irgendwann diese Figur bin, dann versetze ich mich ganz rein in diese Figur, dann trete ich aus dieser Figur raus und dann sehe ich meine Figur und dann ist meine Figur da und dann spreche ich mit meiner Figur und dann kann ich sie Dinge fragen, die ich noch nicht über sie weiß und dann bin ich im Dialog mit der Figur, die ich erschaffe. Sehr gut, weil dann hast du alle Perspektiven. Genau. Und erst dann ist eine Figur tief, sonst ist sie nur zweidimensional. Ja. Ich finde es sehr gut, dass du diese Angehensweise machst. Ich finde es auch gut, dass du das so unterrichtest, weil viele machen es nicht. Es gibt Dramaturgiekurse für Drehbücher und da lernst du auf gut deutschen Scheiß. Dann hast du diese Filme, die du heute im Kino siehst, wo du einfach denkst, die sind alle belanglos. Ja, leider. Aber ich merke das auch bei meinen SchülerInnen, das ist dann auch jedes Mal, also ich bin generell gerade dabei, einen Lehrplan auszuarbeiten, damit kreatives Schreiben ein maturabler Gegenstand wird, also dass man auch maturieren kann im kreativen Schreiben bei uns an der Schule. Aber ich merke es auch bei den SchülerInnen, die ich aktuell habe, wenn wir dann die Figurenarbeit machen, wir haben da dann immer diese Herangehensweise, sozusagen eine Verhörszene. Ich spiele dann quasi diejenige, die verhört und ich hole die Figur rein. Und dann muss die Schülerin oder der Schüler oder will in der Figur stecken und mit mir diesen Dialog aufbauen. Und das sind manchmal Leistungen dabei, das würdest du gar nicht glauben. Das sind schauspielerische Glanzleistungen dabei, wo ich sage, ja, schade, dass da jetzt keine Kamera ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder gut, dass keine Kamera ist, weil das grundlegende Prinzip ist, das hier ist Las Vegas. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Wenn ihr wollt, dass ihr das nach außen tragt das nach außen, aber sonst ist eure Leistung einmal hier herinnen und sie ist für uns und wir arbeiten daran und wir genießen unsere Leistungen. Weil es ist auch für die anderen immer schön zu schauen, wie jeder Einzelne sich entwickelt, wie jeder Einzelne seine Figuren entwickelt, seine Welt, die er erschafft. Ich liebe das gerade, die Zuhörer werden das nicht sehen können, aber deine Augen glänzen gerade dabei, wenn du das sagst. Und ich finde das schön, ich finde das richtig schön, weil du halt diesen Anspruch hast und du bist ja auch, das können wir ja sagen, du bist ja Lehrerin und du möchtest gern, dass diese Generation, die jetzt ranwächst, was erreicht, dass die was schafft, dass die was werden und du motivierst sie und das finde ich schön, dass du diese Motivation gibst und nicht diese Hoffnungslosigkeit. Es ist für mich auch total mehr als nur in Ordnung, dass die Leute wissen, dass ich Lehrerin bin. Ich bin Lehrerin wirklich voller Begeisterung. Das liegt sicher auch zu einem großen Teil an unserer tollen Schule. Wir sind eine von 5 Schulen in ganz Österreich, die eine modulare Oberstufe haben. Das heißt, im Alter zwischen 16 und 18 hast du am Vormittag deine Pflichtmodule, aber nachmittags hast du ein Vorlesungsverzeichnis. Und da suchst du dir aus, was du lernen willst. Und da hast du auch kleine Gruppen. Da sitzt dann manchmal zu 12, zu 15 in einer Gruppe und du arbeitest am kreativen Schreiben. Ich mache auch ganz viel aus dem Bereich Filmgeschichte. Ich habe gerade den ganzen Nachmittag vorbereitet, das Modul, das jetzt dann in 2 Wochen startet, zum Thema Antikriegsfilm. Das sind dann Sachen, wo man auch viel Freiheiten hat. Ich habe voller Euphorie meiner Mutter erzählt, wie ich einsteigen will in dieses Modul, was ich da geplant habe. Meine Mutter schaut mich an und sagt, und das darfst du? Sage ich, wie, was meinst du, das darfst du? Und sie, ja, das darfst du machen, kommen da nicht die Eltern und beschweren sich? Sage ich, das sind junge Erwachsene, die suchen sich das selbst aus. Die erwarten auch nicht, wenn sie ein Modul machen zum Thema Antikriegsfilm, dass ich sie ganz vorsichtig an der Hand fasse und ihnen kleine Kätzchen hinhalte. Ich meine, du weißt, du kennst mich gut genug, also kleine Kätzchen schmusen ist so eine meiner Kernkompetenzen. Aber wenn man kommt, um Antikriegsfilm bei mir zu machen und darüber was zu lernen und daran zu arbeiten,
ich glaube, dann erwartet man, dass ich sie provoziere, weil das auch etwas ist, was ich total oft mache mit meinen Schülern. Ich provoziere sie. Ey, das finde ich lustig. Ich habe nämlich hier eine Frage notiert, die genau dazu passt. Oh, okay. Ja, die war auf deine Literatur bezogen, aber scheinbar machst du es ja im Unterricht auch so. Meine Frage war nämlich, darf Horror wehtun? Und das können wir ja nämlich hier auch drauf ummünzen. Darf Lernen und das Lernen über die Realität, und das ist ja hier in dem Fall halt Antikrieg, was du als Thema hast, darf das wehtun? Es darf wehtun, aber es soll nicht persönlich verletzen. Das ist mir zum Beispiel immer wichtig, dass ich Feedback hole von meinen SchülerInnen. Und wir haben da ganz lieb vereinbart, dass ich sage, sagt mir, was ich besser machen kann, wo ihr euch unwohl fühlt. Und wir haben dann auch Dinge besprochen und mittlerweile auch Codewörter, die sie sagen, wenn sie merken, okay, in diesem Moment wird es ihnen unangenehm, damit ich mich da zurücknehme. Ich finde, Erkenntnis kann immer ein bisschen schmerzen, aber sie sollte nie im Leben persönlich verletzen. Und wenn ich jetzt sage als Leser, als Leserin, ich suche mir ja mein Buch aus, im Idealfall auch bei einem Film, ich weiß, was mich ungefähr erwartet, dann überlege ich mir halt auch, will ich mich damit auseinandersetzen? Will ich mich damit konfrontieren? Wenn ich meine Wahlmodule habe, die Schülerinnen suchen sich das auch bewusst aus, aber ich stehe halt auch mal in einer Klasse, wo dann 26, 12-Jährige drin sitzen. Da darf ich nicht provozieren. Da muss ich vorsichtig umgehen. Da kann ich die Leute und darf sie nicht verletzen, weil da muss ich sie abholen. Da muss ich schauen, dass sie sich begeistern. Und wenn sie dann zu mir sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass man sich für deutsche Grammatik so begeistern kann, sie springen da an der Tafel herum, als wäre es das Lustigste der Welt, denke ich mir, ja, weil ich euch begeistern will. Und schau an, dann interessiert sie auch das. Aber ja, generell finde ich, dass Kunst ein bisschen den Auftrag hat, uns zu provozieren, weil wir sonst uns alle viel zu entspannt zurücklehnen und nur noch berieseln lassen. Und es passiert so viel Schreckliches in der Welt. Warum will man dann überhaupt noch provozieren? Ja, weil so viel Schreckliches passiert. Und wenn man dann erst recht dazu verlockt ist, man macht alle Jalousien und kriegt nichts mehr mit von dem Schrecklichen. Aber wir können ja nicht abstumpfen. Kein Mensch ist eine Insel. Man kann nicht in sich selbst fallen. Man muss ja aus sich selbst rauskommen. Man muss mit den Emotionen in Kontakt treten. Mein Mann fragt mich immer, warum gehst du dauernd ins Volkstheater? Das wühlt dich immer so auf. Ja, weil es mich so aufwühlt. Weil mich das Theater auf einer Ebene bewegt. Du kennst sicher There Will Be Blood, den Film. Und die Theaterstück-Adaption des Romans habe ich eben in einer Spielzeit im Volkstheater gesehen. Ich bin am nächsten Tag in der Früh aufgewacht und ich war noch immer platt. Und das brauche ich dann auch, weil ich mich konfrontieren will. Ich konfrontiere mich selbst viel mit Theater, mit Performance, mit Literatur und Film. Und ja, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Leute denken, dass auch ich sie ein wenig provoziere. Ich finde auch den Vergleich, den du gerade mit dem Theater gemacht hast, schön, weil Theater ist immer eine inszenatorische Sache. Und du kannst ein Thema haben, aber es kann 100 Millionenfach inszeniert werden. Es kann bei dem einen wunderschön sein und bei dem anderen kann es richtig wehtun. Und das kann das Volkstheater richtig gut. Wir hatten, das war nicht die letzte Spielzeit, sondern die Spielzeit davor, hat Kai Woges, das ist der aktuelle Intendant, leider bleibt er nur noch eine Spielzeit, am Volkstheater Wien und er hat Faust inszeniert. Und ich hatte schon so eine gewisse Vorahnung. Dann kam ich dorthin und dann sah ich eine Lehrerin mit einer Schulklasse, so ungefähr so 15 Jahre alt, die lieben Nasen, so schön aufgestellt auf dem Treppen und mach mal ein schönes Erinnerungsfoto. Dann dauert es im Theater ungefähr 25 Minuten, bis da eine extreme Orgie auf der Bühne entsteht mit frontaler Nacktheit, groß gefilmt auf die Leinwand. Und ich denke mal, die arme Lehrerin, die stirbt da sicher gerade 1000 Tode. Deshalb, liebe KollegInnenschaft, bevor ihr mit euren SchülerInnen ins Theater geht, schaut euch die Inszenierungen an. Weil wir wollen sie weder in den Tiefschlaf versetzen, weil dann werden sie Theater für immer lassen. Aber wir wollen sie auch nicht so dramatisieren, dass sie sagen, oh Gott, das greife ich auch nie wieder an. Also Theater ist schwierig. Und bevor man mit Schülerinnen ins Theater geht, muss man sich selbst damit massiv auseinandersetzen. Ja, nicht, dass es nachher heißt, das Theater hat sie zu Serienkillern gemacht, ne? Also wir müssen... Ja, genau. Kai Woges war's. Dein Name Faye Hell, wo kommt das her? Also wie bist du darauf gekommen, diesen Künstlernamen anzunehmen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich dich so lange kenne, das noch nie gefragt habe. Ich glaube auch, wir haben wirklich tatsächlich da noch gar nicht drüber geredet. Aber ich habe den Namen zu einer Zeit ausgesucht, wo ich noch nicht so eine Art säkularisierten Horror, würde ich es jetzt mal nennen, so eine postmoderne Trümmerliteratur, sondern mehr doch etwas
Gothic, etwas verspielteren Horror im Sinn hatte und etwas klassischere Dinge. Und Fey ist dann eine Ableitung von der Hexe aus der Artus-Sage, weil ich das schön fand, so einen Hexennamen zu nehmen. Und Hell fand ich die Doppeldeutigkeit schön. Das Hell im Englischen mit Hölle und das Hell im Deutschen mit Lichtbringer, dass es irgendwo hell ist. Und die Kombination gefällt mir, wobei überhaupt, glaube ich, noch niemand, wenn er den Namen Fey Hell liest, sich gedacht hat, oh, hell, das hat ja auch was mit, irgendwo ist es hell und nicht dunkel zu tun, das denken immer alle an Hölle. Aber ich weiß es. Und ich habe da eine liebe Autorenkollegin, die Simona Turini, die hat in meinem allerersten Jahr auf der Leipziger Buchmesse, hatten wir da ein gemeinsames Meet and Greet. Und sie hat auf ihrem Blog damals geschrieben, ja, und dann habe ich noch das vor und das vor und dann noch ein Meet and Greet mit Fey Hell und die ist ja mega nett, aber der Name ist halt scheiße, aber irgendwas ist ja immer. Und ich kann das total gut verstehen, dass auch mein Verleger damals hat gesagt, naja, also ich meine, Fey Hell, das ist halt echt so ein wahnsinnig plakativer Name und eigentlich ist der überhaupt nicht gut. Und im Nachhinein mit doch etwas mehr Jährchen am Buckel würde ich mir denken, vielleicht doch einen anderen Namen, aber irgendwie habe ich den mittlerweile so lieb gewonnen und auch eine Figur erschaffen, die Leute mit ein bisschen kennen. Und mit Figur erschaffen meine ich nicht, dass das nicht ich wäre, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin als Fey Hell authentischer als unterm Klarnamen. Aber ich möchte den Namen jetzt doch gar nicht mehr hergeben. Mach es nicht, behalt ihn. Wirklich. Wir sind ja beide Satanisten. Das ist jetzt kein offenes Geheimnis. Ja, kein Geheimnis. Nein, es steht bei mir sogar auf Instagram. Also. Ich nenne mich sogar The Vegan Satanist, also da ist ja was dran. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass du das sagtest mit dem Licht, weil tatsächlich, wenn man diese Geschichte von Luzifer sieht, ist das ja eigentlich ein Lichtbringer. Der rebelliert gegen die Ungerechtigkeit von oben und verdonnert wird, beziehungsweise bestraft für etwas, was gut war, was wir aus der normalen Gesellschaft auch kennen. Von daher ist die Kombination, die du eben sagtest, mit dem Hell, im Deutschen der Helligkeit und dem Satanischen, der Hölle, passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde es grandios. Das ist sehr gut gewählt. Ja, ich fand das auch einfach gut. Und weil man gerade eben so über Luzifer und ich finde es ja auch ganz spannend, wie sich mein Zugang zum Satanismus überhaupt gewandelt hat, weil begonnen habe ich mit 11, 12, nein, jetzt erzähle ich was ganz Indiskretes. Begonnen habe ich da so mit 12 Jahren. Warum weiß ich das so genau? Weil da war meine erste Regelblutung und eines der ersten Dinge, die ich mit meiner ersten Regelblutung gemacht habe, war ein Pentagramm zu malen und mir zu wünschen, Satan möge mich besuchen kommen, weil ich in meiner kindlichen Vorstellung einen sehr erotischen Satan in meinem Kopf hatte, weil die Mutter väterlicherseits, zu der haben immer alle gesagt, das ist eine Hex und die hat sich auch immer ganz viel mit so düsterem Kram auseinandergesetzt, wirklich tatsächlich, also was man wahrscheinlich sagen wird, das ist eine Hex und hat mir auch immer viel erzählt und deswegen hatte ich so ein bisschen dieses, und wenn der Teufel mal kommt, dann kommt da, ist der totale Verführer und ich als pubertäres Mädchen habe natürlich gedacht, okay, scheiß auf Vampire, auch heiß, aber der Teufel selbst, der ist noch viel heißer. Das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Mittlerweile bin ich bei Lucien Greaves gelandet, bei einem non-theistischen Satanismus, der einen völlig anderen Ansatz hat und einen sehr altruistischen Zugang. Und was ich auch sehr ernst nehme und mir auch immer wieder vornehme, ich habe ein neues Projekt gestartet, wo es mir um diesen altruistischen Zustand geht, gemeinsam mit einem Kunstprojekt. Also mir ist das auch wirklich ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich mir die Entwicklung anschaue, denke ich mir, also von am liebsten möchtest poppen mit dem Teufel zu, nee, the only truth is myself. Und ich werde jetzt Gutes für die Welt tun. Aber nein, es ist übrigens Satanismus. Da hat sich schon einiges getan in der Entwicklung im Kopf. Aber ist das nicht interessant? Ich würde sagen, wir Horrorkids sind da alle gleich, was das angeht. Ja. Es ist nicht dieses typische, ja, der Teufel ist böse. Wir Horrorkids sagen, geil, das ist das Richtige. Ja, genau. Oh mein Gott, das ist das Beste. Das ist das Beste. Heavy Metal, Teufelsmusik, geil. Der hat die beste Playlist der Welt, muss ich hören. Ja, sowieso. Und dann beschäftigt man sich halt viel tiefer mit dieser Materie und stellt fest, naja, das umgedrehte Kreuz ist ein Petruskreuz, das gehört dem Papst. So ein Pentagramm sorgt dafür, dass du Dämonen halt gefangen halten kannst. Lies einfach mal Faust. Ist schon doof. So, ne? Und dann hast du nicht mehr diesen Hollywood-Satanismus, den wir von Rosemary's Baby kennen, sondern du stellst halt fest, es geht um dich. Da gibt es ja dieses total süße Meme, wo irgendwie so jemand fragt, ja, woran glauben denn, wie nennt man denn Leute, die an einen leibhaftigen Teufel glauben? Und die Church of Satan antwortet, Christians.
das finde ich einfach echt gut, wenn man irgendwann draufkommt, okay, Satanisten glauben nicht an einen leibhaftigen Teufel. Wenn du einen leibhaftigen Teufel haben willst, dann musst du Christin sein und ja, dann kannst du ja auch deinen romantischen Bösewicht herbeiträumen, der bei mir übrigens, glaube ich, immer ein bisschen ausgeschaut hat wie Peter Steele, wenn ich so drüber nachdenke. Er ist das perfekte Rollenmodell. Ich hätte auch eher Peter Steele als Robert De Niro. Das fand ich immer schon doof bei Angel Heart. Oh, Angel, boah, wenn er sitzt, oh, Louis Cypher mit den langen Fingernägeln. Oh mein Gott, ich glaube, ich hatte unendlich viele erotische Träume über Louis Cypher. Na schon, über Mickey Rourke auch. Also Harry Angel war schon auch hot. Also alle waren heiß in diesem Wolltest Film. du auch immer, dass er dein Morgenei genauso öffnet mit dem kleinen Finger? Und Na, unbedingt. Unbedingt. Und da sind wir wieder dabei. Also offensichtlich, wir haben schon über die Fetischisierung gesprochen und mein jugendliches Ich hat wohl den Teufel fetischisiert. Du, es ist normal. Es ist normal. Ich habe diese ganze Podcast-Reihe hier ist ja eine Katharsis über mich selbst quasi, wo ich halt Leute kennenlerne, die mich beeinflusst haben und die ich halt jetzt mal in den Fokus rücken möchte. Leute, die mir wichtig sind. Ich glaube, eine Sache, die ich hier auch gelernt habe, war, dass ich selber halt total BDSM-affin bin und halt aber auch diesen Fetisch entwickelt habe in Form von Nachtportier-Outfits, Militäroutfits. Also dieses Böse, was natürlich einerseits verboten ist, was aber gleichzeitig dann auch irgendwie wieder das Interesse weckt. Und deswegen, was du sagtest mit dem Teufel, dem Fetischisieren des Teufels, ist ja auch etwas, was in der normalen christlich geprägten Kultur als böse, als abnormalie gewertet wird, was es ja gar nicht ist. Ganz im Gegenteil. Es ist das Interesse an diesem Verbotenen. Und das ist ja genau das Gleiche, was ja auch Sexualität ausmacht. Also Sexualität ist ja für manche nur Bienchen und Blümchen und der Storch bringt das Baby. Ja, voll. Oder es ist halt dieses intensivere Verbotene, über das wir dann als Erwachsene dann schon sprechen können und wissen können, okay, ich fühle mich wohl damit und weiß, was ich will. Und es ist interessant, dass man halt selber immer wieder so Sachen entdeckt, ne? Egal wie alt man ist, man entdeckt dann immer so, oh ja, stimmt, eigentlich, wenn du es gerade so sagst. Ja. Oh ja, stimmt, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Das ist generell das Schöne an Gesprächen. Manchmal wird einem da so richtig so, wow, einiges bewusst. Manchmal wird einem sogar einiges bewusst, wenn man selber redet, weil auf einmal hört man sich selbst beim Reden zu und denkt, oh, nachdem ich so konkret noch nie danach gefragt wurde, habe ich so konkret noch nie darüber nachgedacht. Und wow, okay, das ist jetzt die Antwort. Vielleicht habe ich die Antwort immer schon mal gebraucht, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da, jetzt kann ich sie verarbeiten. Ja, aber wie ist das allgemein? Ich finde das interessant, weil vielleicht begleitest du ja auch diese ganze Satanic Temple-Geschichte, die ja Probleme damit haben, dass Lehrkräfte Satanisten sind, beziehungsweise den Kindern Satanismus näher bringen könnten, weil die ja immer dieses Glaubenprinzip oder Konzept haben, dass man wirklich den Teufel verehrt. War etwas, wo du bei deiner Arbeit als Lehrerin auch vielleicht mal damit konfrontiert warst oder war das nie ein Thema? Es war tatsächlich ein Thema, als ich am Gymnasium begonnen habe. Zuerst war ich an einer höheren technischen Lehranstalt, das sind die jüngsten Leute, die du hast 15 Jahre alt. Irgendwie war es da nie ein Thema, aber als ich am Gymnasium war, da beginnst du ja dann doch mit den 10-, 11-Jährigen. Ich meine, ich habe trotzdem eher Oberstufe, durch die modulare Geschichte bin ich eher bei den ab 16-Jährigen, aber trotzdem halt auch immer wieder bei den Kleinen. Und ich war ein Jahr lang an dieser Schule und dann war ich Ende August auf einem Lehrerinnen-Fortbildungsseminar mit einer Kollegin, die die ganze Zeit schon so komisch rumgedruckst hat. Also wir waren da 3 Tage in der Pampa und irgendwie so am 2. Tag auf einmal war sie schon so ein bisschen unbehaglich und ich sage, na jetzt rück mal raus, was ist denn los? Sagt sie, ja, ich soll es dir eigentlich nicht sagen, aber nur damit du dich darauf einstellen kannst, wenn wir wieder zu Hause sind, die Direktorin wird sich bei dir melden, sie will ein Gespräch mit dir. Und ich habe mir schon gedacht, okay, was ist jetzt los? Dann kam ich in die Direktion, hat sie mir einen richtigen Packen Papier hin, wo Passagen mit Leuchtstift markiert waren, Auszüge aus den Romanen, Auszüge aus den Interviews mit dem Background, dass es da Eltern gibt, die sich zusammengetan haben und wollen, dass ich nicht länger an der Schule unterrichte, weil, Zitat, Menschen wie ich keine Lehrer sein dürfen. Ich war ganz kurz davor, mich weinend in ein Eck zu verkriechen und zu sagen, na dann scheiß drauf. Hab dann genau das Gegenteil gemacht, ich bin geblieben. Hab dann gezeigt, dass ich durch Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Begeisterung zu überzeugen weiß. Meine Direktorin hat mir dann auch sehr geholfen. Wir haben dann gemeinsam besprochen, dass ich die Geschichteklasse, die ich gehabt hätte, abgebe
weil das ein Jahrgang gewesen wäre, wo man auch über das Mittelalter spricht und dann natürlich auch über Hexen. Und es wäre natürlich echt schlimm gewesen, wenn ich dann über Hexen gesprochen hätte, weil dann wären ja lauter kleine SatanistInnen da rausgekrochen aus der Klasse. Und deswegen haben wir das lieber bleiben lassen. Und dann hat sich das langsam beruhigt. Ein paar Jahre später saß ich auf der Comic-Con mit ein paar Büchern, also Vienna Comic-Con, hatte dort auch 2 Lesungen und saß dort beim Stand von Fantastik Autoren-Netzwerk. Auf einmal kam ein Mann auf mich zu und ja und hallo und redet mich mit meinem Klarnamen an und ich ja und hallo und quatscht ganz gemütlich mit mir und sagt ja und bitte, ich würde gern das Buch kaufen und können Sie eine Widmung reinschreiben für bla bla bla, weil ich bringe das meinem Kind mit, weil mein Kind ist so ein großer Fan und ich, voll super. Auf einmal schaut er mich an und sagte, Sie wissen nicht, wer ich bin. Sage ich, nein, es tut mir echt leid, ich kann Sie gerade nicht zuordnen. Dann sagt er, ich bin sowieso. Und ich war damals Teil von diesen wenigen Eltern, die sich da zusammengerottet haben und ihnen so gemein in den Rücken fallen wollten. Und ich möchte Ihnen sagen, es tut mir aufrichtig leid. Krass. Das heißt, er hat dann selbst reflektiert und gecheckt, was Sache ist. Ja. Und das hat mich sehr berührt. Und ich bin froh, dass ich geblieben bin und ich habe immer wieder mal Momente, also das ist jetzt mittlerweile, ich glaube 2 Jahre her, da saß ich in meinem Modul Meilensteine der Filmgeschichte und starte gerade Clockwork Orange. Auf einmal denke ich mir, ob ich das in einem Stück überlebe oder ob die Eltern kommen und mich zerfleischen. Nein, nix. Es funktioniert. Es wissen mittlerweile die Eltern, wen sie haben. Es wissen die KollegInnen, wen sie haben. Die Direktorin weiß es ebenfalls. Ich bin der Mensch, der ich bin und es funktioniert mittlerweile so, wie es ist. Besonders der Titel ist ja auch eine Reflexion, gerade was Medienkompetenz angeht und was Medien mit Menschen machen. Ja. Deswegen ist das eigentlich ein gutes Thema, dass man genau diesen Film zeigt. Auch wenn natürlich ist der unangenehm, müssen wir gar nicht drüber sprechen, es sind schlimme Sachen bei, aber genau diese schlimmen Sachen werden ja von Kubrick reflektiert. Und die Jugendlichen waren so begeistert und ich fand's krass, weil wir dann auch nochmal gut drüber reflektieren konnten, wie gehe ich mit Filmfiguren um. Also es ist einmal wöchentlich, dieses Modul. Und ich habe halt in dieser einen Woche Clockwork Orange gezeigt und kam in der nächsten Woche rein. Und in der ersten Reihe saßen 3 Jungs mit weißen Hemden, Hosenträgern und einem Glas Milch vor sich. Und ich so, okay, darüber reden wir jetzt mal. Und sie haben dann das ganze Semester lang, ja, meine Druggies und so. Also ich hätte es nie gedacht, weil das sind junge Leute. Aber der Film hat sie abgeholt. Das war eine so gute Entscheidung. Ein Mädel hat dann gemeint, der Film war so gut, ich wollte aufstehen und mich übergeben. So gut war dieser Film. Und ich so, wow. Schade, dass Kubrick das nicht mehr hören kann. Der hat sie abgeholt. Ich hatte mit dem Film während der Uni-Phase, also während ich studiert habe, geguckt und ich habe einen Spaß gemacht damals. Ja, ich bin schon sehr lange Veganer. Ich habe gesagt, da seht ihr mal, Menschen werden aggressiv, wenn sie Milch trinken. Sehr gut. Ja, kam nicht so gut an. Oh, ich find's großartig. Aber ich fand ihn auch gut. Aber es sind ja wirklich auffällig viele Filmbösewichte, die Milch trinken. Ja. No Country for Old Men. Ne? Siehst du, Gut Milk, ne, wo die alle diesen Milchbart haben. Da sieht man einfach mal wieder, dass diese böse Milchindustrie wirklich Monster erschafft. Ja, voll. Ja. Genau. Die Milch den Kälbern macht Menschen nicht böse. Du hast vorhin noch erwähnt, und das fand ich sehr interessant, dass du deine Gothic-Literaturphase scheinbar auch hattest. Also, dass du wirklich so diesen klassischen Gothic-Horror, den wir ja von Mary Shelley und Co. kennen. Ist das etwas, was dich heute noch interessiert, beziehungsweise was du vielleicht auch vermissen würdest in der modernen Literatur, so ein bisschen, diese Ursprungswurzeln? Also auf jeden Fall. Ich liebe American Gothic. Ich kann auch New American Gothic sehr viel abgewinnen. Und ich muss sagen, dass ich ein großer Fan von Flanagan bin, weil ich finde, was er mit seinen Serien macht, zum Beispiel mit House of Usher, wie er diese Gothic-Literatur umsetzt, wie er das modernisiert, ohne es zu zertrümmern. Also, um Thomas Bernhard zu zitieren, hier haben wir nicht der Kunstzertrümmerer, der die Kunst zertrümmert. Wir haben hier jemanden, der alte Literatur gut in eine Gegenwart holt.
Das ist jemand, der sehr sensibel und gewissenhaft und auch mit viel modernem Bewusstsein rangeht. Es ist jetzt nicht so, dass er das da alles in Styropor und in Luftpolsterfolie packt und ich muss jetzt dauernd einen Kniefall machen und ich darf da nichts interpretieren und adaptieren, weil er macht ja das sehr wohl. Aber er macht das so geschickt, dass er eben nichts kaputt macht. Aber dass er es trotzdem den alten Gothic-Fans wieder näher bringt und auch einer nächsten Generation. Ich freue mich immer über nächste Generationen, so wie ich mich bei Konzerten immer freue, wenn da junge Leute sind. Ich war das letzte Mal bei The Black Dahlia Murder und da waren 2 so süße Leute, so 16 oder so und ein Pärchen und er so mit Kiss Paint und sie so richtig Manga, Dracula, Gothic, Barbie irgendwie, die waren so cute. Und ich glaube, diesen alten Gothic Horror da in dieses New American Gothic zu tragen, das hält die Verbindung aufrecht. Und natürlich weiß ich, dass es an Lovecraft genug Dinge zu verurteilen gibt. Ich bin mir dessen bewusst. Wir alle oder viele von uns kennen den Namen, den er seinem Kater gegeben hat und ich werde den jetzt nicht wiederholen, weil ich das einfach nicht möchte. Und deswegen weiß ich, wir müssen vorsichtig umgehen und uns in unserer Rezeption dessen bewusst sein. Aber ich würde nie so weit gehen zu sagen, ich lese jetzt keinen Lovecraft mehr. Das wäre eine Lüge. Und ich liebe ja auch nach wie vor Lovecraftschen Horror. Ich liebe Weird Fiction. Ich bin ein großer Nicolas Cage-Fan. Color from Outer Space war ein grandioser Film. Und ja, ich mag das nach wie vor. Vor allem diese Angst vor dem Unbekannten. Das ist so ein schönes, zentrales Thema, auch in meiner eigenen Vorstellung. Aber das ist interessant, dass du gerade Lovecraft erwähnst. Bei mir war das zum Beispiel so mit diesem Ausgangspunkt mit dem Gothic-Horror. Ich liebe zum Beispiel Guillermo del Toro und Crimson Peak. Das hat mich wieder so abgeholt, weil das wieder so klassischer Gothic-Horror wie bei Edgar Allan Poe war. Hätte von Corman sein können. Ja. Dass du gerade Lovecraft erwähnst, finde ich auch grandios, weil man ja Lovecraft mittlerweile überall wahrnimmt. Also selbst bei Scooby-Doo kommt Lovecraft mittlerweile vor, was ich toll finde für Kids, dass sie jetzt wissen, wer Lovecraft ist. Ja. Und du hattest ja bei Tote Götter. Und das finde ich mega interessant, weil du ja selber, wir hatten ja eben darüber gesprochen, du bist Satanistin. So, jetzt würde man ja denken, okay, wenn ich eine okkulte Figur nehme, dann driftet das in Satanismus ab. Die Figur, also du jetzt in dem Fall, kennst dich ja damit aus. Und genau das Gegenteil machst du. Du sagst einfach, nee, wir machen jetzt den Lovecraft-Kult. Den baue ich jetzt hier ein und ziehst das auch komplett durch. Und das fand ich grandios. Dass du einfach da diesen Satanismus nicht einbaust. Dass du einfach den Leuten sagst, nö. Ich meine, sind wir uns ehrlich, die Leute, die wollen ja auch keinen Own-Voice-Satanismus, die wollen ja den fetischisierten Satanismus, die wollen ja die Tiere und Kinder schlachtenden, bösen Satanisten und ich denke da gerade an einen sehr gehypten und auch wirklich guten Horrorfilm, der gerade im Kino ist, aber ich erwähne es jetzt nicht, um da nicht zu spoilern, der ja dann stark mit dem Thema Satanismus spielt. Da in dem Ausmaß finde ich es gut, aber ich ertrage diese klassischen, also es gibt da so Momente, da kann ich nicht. Mr. Hell ist raus, wenn in einem Film kommt, nee, Serienmörder, sagt Augenroll, schon wieder Serienmörder, ich ertrage es nicht. Wenn irgendwo in einem Film oder in einem Buch kommt, Satanisten, nein, Satanisten, weil es ist für mich nicht zu ertragen, wie das dargestellt wird und ich könnte mich unglaublich echauffieren und ich könnte mich wahnsinnig aufregen und ich tue mir da wirklich schwer. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht zum Beispiel einen Roman Polanski, das vorher schon angesprochen mit Rosemary's Baby, ja, natürlich. Das hat etwas Bedrohliches und das hat etwas Schönes, aber so will ich es einfach nicht zeigen. Und dann fühle ich mich bei Lovecraft und bei Weird Fiction und bei dieser unbekannten Bedrohung einfach wohler. Das Böse auf diese Weise in eine Welt zu bringen, liegt mir einfach mehr. Ich glaube, wenn ich über Satanisten schreiben würde und die irgendwie als Bedrohung darstellen würde, ich könnte mich selbst nicht ernst nehmen. Ich wüsste Nee, das wäre dann Comedy, ne? Es wird dann Comedy abdriften. Ja, genau. Ja. Ich würde es als Comedy anlegen. Das könnte gut funktionieren, weil sich über sich selbst lustig machen, ich glaube, das kann ich ganz gut. Und das würde dann auch sicher mit schön vielen Klischeebildern sein. Aber als ernsthafte Bedrohung, das würde ich nicht hinbringen, glaube ich eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich es könnte. Das macht ja vieles zum Problem. Also ich sagte ja eingangs schon, ne, das umgedrehte Kreuz ist ja das Zeichen des Papstes, das Petruskreuz. Deswegen finde ich bei Horrorfilmen das immer schön, wenn sich das Kreuz da so umdreht an der Wand und die sagen, der Satan ist hier, denke ich immer so, nee, der Papst ist da. Also ich würde vielleicht mir andere Gedanken machen. Naja, ist viel schlimmer, ne? Bringt alle Kinder aus dem Raum. Ne? Wir müssen jetzt die Kinder schützen, die katholische Kirche ist da. Die Kinder. Aber
Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder ich hatte neulich einen Artikel geschrieben über das Ouija-Board, mit dem man ja mit Satan in Kontakt treten kann. Seit der Exorzist. Vorher war das auch nicht möglich, weil es einfach von einer Brettspielfirma gegründet wurde. Also das sind so Sachen, wo ich denke, ja, was macht das eigentlich mit einem? Ne? Also es macht daraus ja eigentlich eine Comedy-Nummer, die man gar nicht mehr ernst nehmen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, ist bei mir so. Ich kann mich wirklich an keinen Film der letzten Jahrzehnte erinnern, der naheliegenden Jahrzehnte, wo irgendwas mit Satanismus gewesen wäre. Und ich hätte mir gedacht, oh wow, das war ja jetzt leibend. Es gibt schon Annäherungen. Mir fällt jetzt nicht ein, wie er heißt, aber es gibt einen guten Film, der sich mit dem Thema Satanic Panic auseinandersetzt, wo es um die 3 Jugendlichen geht, wo sie sagen, die haben diesen Mord begangen. Also wirklich auch geschichtlich sowas aufzurollen. Und gerade dieses Thema Satanic Panic finde ich irrsinnig spannend. Ja. Aber so wirklich dieses Satanisten und Satanistinnen als dieses Böse oder Hexen. Oh mein Gott, da gibt es ja bezaubernde Filme mit Hexen von Eastwick, ein großartiger Film. Jack Nicholson als Teufel, anbetungswürdig und dieser herrliche Humor, also so liebend gern. Also das mag ich dann total. Ja, das stimmt. Ich mag auch Suspiria. Ich bin ein riesiger Fan von der Mutter-Trilogie. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Darstellung hat ja was dann von einem Grimms-Märchen. Also wo das Ganze ja auch eigentlich herkommt. Ja, unbedingt. Und wir müssen ja nochmal klarstellen, im Mittelalter, falls du nochmal das Thema haben solltest in der Schule, es ist keine einzige Hexe verbrannt worden. Es wurden unschuldige Menschen verbrannt. Ja, und auch im Mittelalter keine unschuldigen Menschen verbrannt. Die Leute schieben diese Hexenprozesse und das alles immer ins Mittelalter. Das ist ja schon mal historisch falsch datiert. Ja. Weil wir gerade bei Hexen sind, also einer der geilsten Horrorfilme der letzten Jahre ist The Witch. Ja, da habe ich sogar das Poster im Schlafzimmer hängen. Das ist so unfassbar gut. Da ist eine Szene mit meinem heißgeliebten Black Phillip, wo ich mir gedacht habe, so jetzt habe ich mir ins rote Spitzenhöschen gepinkelt, weil da hat es mich so geschreckt. Und es war ein derart geiles Gruseln, wie man es eigentlich, wenn man auf der Suche nach guten Horrorfilmen ist, eigentlich immer ist. Früher als sehr junger Mensch habe ich immer gesagt, was ist das Brutalste? Ich will das Ärgste sehen. Und da ging es dann von August Underground über Flower, Flesh and Blood. Alles kam da vor die Glubschaugen. Heute würde ich dieses Gruseln suchen. Diesen Moment, wo man sagt, oh schau, jetzt fürchte ich mich. Weil je älter du wirst, desto weniger gibt es zu fürchten, desto mehr gibt es zum Verzweifeln. Und dann hat dieses Fürchten, vor allem diese sichere Furcht, der Film ist dann vorbei, du verlässt das Kino wieder, hat so ein angenehmes Prickeln. Das ist unglaublich entspannend. Bei mir ist sogar das mit den Gruseln geht so weit, dass ich denke, das, was ich nicht grafisch sehe, sogar Sachen, die angedeutet werden. Und das ist ja bei The Witch zum Beispiel mit dem Schlachten des Babys, ist viel schlimmer, als wenn ich es gesehen hätte. Ja, voll. Das ist wirklich schön. Und das ist ein großartiger Film zu dieser Thematik, auch wahnsinnig gut recherchiert. Eggers hat ja da auch wirklich sich Originalprotokolle, Gesprächsprotokolle angeschaut und tatsächlich damit gearbeitet und davor habe ich dann höchsten Respekt. Weil du ja auch so ein Fan bist, wir können ja mal kurz gerade darüber sprechen. Die Puritaner hatten ja damals Angst vor den Indianern, als sie nach Amerika kamen. Die haben ja die Indianer als das pure Böse gesehen. Und ich finde das schön, dass Robert Eggers direkt am Anfang, wenn die Puritaner aus ihrem Dorf geschmissen werden, an 2 Indianern vorbeigehen, die denen hinterher gucken nach dem Motto, habt ihr nun davon? Ja, genau. Ne? Also das war schon diese subtile Kritik direkt am Anfang. Grandios. Ja, voll. Das ist einfach das, wo ich sage, da merkst du diesen Tiefgang, da merkst du diese Begeisterung. Die Leute sagen dann immer Talent. Na, sowas ist nicht Talent. Das ist Auseinandersetzung. Das ist Arbeit. Das ist sich selbst Sachen beibringen. Die Leute schieben immer Talent vor, weil sie glauben, das fliegt den Menschen, die gute Kunst schaffen, zu. Nee, das tut es nicht. Es ist lange Recherche, es ist Auseinandernehmen der Themen und auch verschiedene Perspektiven wahrzunehmen. Ja. Es gibt nämlich nicht nur eine Perspektive, das ist so. Ja. Also jeder, der Journalismus betreibt, weiß ja auch, dass es nicht nur eine Quelle gibt. Sollte man besser wissen. Allerdings, wenn ich mir den Journalismus heutzutage anschaue, denke ich mal, die meisten haben, kannst du schon froh sein, wenn eine Quelle dahinter ist. Also der Journalismus, der klassische, ist schon eher im Sterben begriffen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Oder auch schlampig verarbeitet. Du hast zum Beispiel, und das fand ich sehr, sehr schlimm, wenn wir gerade darüber sprechen, wie halt sowas in der modernen Literatur oder auch in Filmen dargestellt wird. Du hast zum Beispiel den Voodoo-Loa. Loa sind ja die Engel im Voodoo. Hast ja Baron Samedi. Das ist ja quasi der
Mensch, der mit den Toten kommunizieren kann und dir erlauben kann, dass du als Angehöriger mit den Toten sprechen darfst. Also das Bindeglied zweier Welten. Und der wird dann auf einmal in so einer Serie wie American Horror Stories als Papa Legba gezeigt. Und Papa Legba ist ein ganz anderer Charakter. Ja. Also da merkst du einfach so, schön, dass ihr das versucht, aber da macht es doch bitte vernünftig. Schön, dass ihr das versucht, ist ein gutes Stichwort, ja. Wobei es da durchaus viele Dinge gibt, die mir gefallen und ich gerade von der ersten Staffel von American Horror Story auch echt angetan war, aber es ist halt dann teilweise schwierig. Es entgleitet ihnen massiv. Es geht auch wirklich ganz so gewollt und nachdrücklich in dieses Obszöne, das langweilt dann eher schon. Das provoziert dann nicht mehr, es langweilt. Aber da wären wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin auch schon mal hatten. Da wird ja das Thema Fetischisierung oder Fetisch und Kink ja immer ins Absurde abgestempelt. Ja, völlig. Was es ja eigentlich nicht ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Leute auch manchmal peinlich ist, darüber zu sprechen, weil sie natürlich denken, oh, das wird dann natürlich negativ konjunktiert durch solche Sendungen. Ja. Das ist absurd. Absurd ist ein schönes Wort. Das passt da wirklich perfekt, ja. Eine Verbindung, die wir Satanisten alle haben, und ich bin auch der ziemlichen Ansicht, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen, was ja die Befürchtung vieler Menschen ist, liegt aber eher daran, dass wir Katzen haben. Oh! Das hat man jetzt natürlich im Podcast auch nicht gesehen, aber ich habe gerade einen Blick über meine Schulter geworfen, weil da hinten liegt mein flauschiger kleiner Schutzdämon, Minky, und putzt sich gerade die Vorderpfötchen. Aber ja, selbstverständlich. Katzen verbinden uns auf jeden Fall. Ja. Ich finde das sehr interessant, weil du bist ein Katzenmensch, ich bin ein Katzenmensch. Und die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe und wirklich klarkomme, sind auch Katzenmenschen. Und komischerweise sind fast alle Satanisten. Es schließt sich ein Kreis, aber es ist ja auch immer, ist man ein Katzenmensch oder ist man Katzenmensch? Und bei mir ist es ja so, als ich an HTL Mödling gearbeitet habe, das ist eine riesige Schule mit 11 Abteilungen. Das ist wie eine kleine Stadt. Und wann auch immer auf diesem riesigen Gelände irgendwas gefunden wurde, zum Beispiel ein Schal mit Leopardenflecken, landete in meinem Fach. Weil alle davon ausgegangen sind, es hat irgendwas mit Katzen zu tun. Das gehört verjährt. Alles, eine Federschachtel mit einer Katze drauf. Das ist sicher meine. Überall, wo die Leute etwas mit Katzen finden, es landet bei mir. Und ich denke, die Leute, wenn sie an mich denken und überlegen, wie würde ich sie beschreiben, das Erste, was ihnen einfällt, egal ob sie die Privatperson kennen, die Lehrerin kennen, die Schriftstellerin kennen, ist immer Katze. Das ist das Erste. Das ist das, wodurch ich mich definiere. Deswegen ist es ja auch so gemein, dass irgendwann sich mal auf Facebook festgesetzt hat, der Hashtag Mr. Hell is a cat. Also ich hätte meinen Mann nur erfunden und in Wahrheit wäre das eine Katze. Ich bemühe mich mein ganzes Leben lang endlich als Katze gelesen zu werden. Der macht gar nichts und alle behaupten, er wäre ein Kater. Das ist natürlich gemein. Das ist wirklich gemein. Aber ich kann natürlich für alle Menschen da draußen bestätigen, es gibt Mr. Hell. Und er ist keine Katze. Du bist ja einer der wenigen, der ihn in Live echt und Farbe erlebt hat. Genau. Heute ja tatsächlich, bevor wir begonnen haben, wieder, aber auch so richtig so live in echt. Und an das denke ich noch oft. Das war sehr, sehr schön damals. Ich habe hier von meiner Katze Catty, das ist natürlich nicht Catty, aber so sah sie aus. Und da habe ich eine Dracula-Statue von Catty. Und es ist wirklich lustig, weil, wie du schon sagtest, die Bekannten sind immer so, dass sie sagen, oh, ich habe hier 1000 Geschenke, es sind nur Katzen. Also, sobald die eine Katze sehen, ist das mit dieser Person verhaftet. Voll, total, ja. Das hat ja was Cooles. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass mir schon jemals irgendjemand etwas mit einer Katze geschenkt hat und ich habe mich nicht teuflisch gefreut drüber. Also ich freue mich über jede einzelne Katze, die ich bekomme und ich kann gar nicht genug Katzen haben. Und unser Nachbar, der jetzt auf unsere Katze geschaut hat, während wir nicht da waren, stand dann bei uns im Vorzimmer beim Verabschieden und meint, in eurer Wohnung ein lustiges Spiel ist zu zählen, in jedem Zimmer, wie viele Katzen man sieht. Und dann begann er allein im Vorzimmer zu zählen und kam, glaube ich, auf 11 Katzen. Allein im Vorraum hat er 11 Katzen oder katzenbezogene Gegenstände gefunden. Ich glaube, da war noch mehr. Ich bin überzeugt davon, er hat nicht genug geschaut. Aber ja, ich denke auch, dass uns das verbindet. Dieser Mysteriöse der Katze, manchmal schaue ich die Katze an und denke mir, da ist ein ganzes Universum hinter diesen Augen. Und diesen Gedanken habe ich ja auch in Keine Menschenseele in der ersten Episode auch verarbeitet. Dieses Universum hinter den Augen der Katze. Da waren mir ganz viele Leute ganz böse, weil ich da in der ersten Episode einer Katze was ganz Grausames antue, aber keine Sorge, die Katze kommt zurück und rächt sich. Sie ist eine der wichtigsten Figuren. Ja, die Polsterkatze ist
ja, absolut beliebt. Weil ich glaube, dass Katzen, und deswegen ist das Interesse natürlich auch da, und jetzt kann man das natürlich im Zusammenhang vielleicht sehen unter Satanisten, dass Katzen ja auch dieses negative Stigma lange Zeit hatten durch schwarze Katzen. Ja, voll. Und dass man das auch heute noch wahrnehmen kann, gerade in Italien, dass natürlich da schwarze Katzen überhaupt nicht beliebt sind. Und ich würde es am liebsten alle nehmen. Wir haben so nicht weit von uns ein sehr altes Kino, das ist schon über 100 Jahre alt, und der Typ, dem das Kino gehört, der hat viele Katzen. Das letzte Mal gefragt, wie viele sind es denn aktuell gerade wirklich? Sagt er 8. Und er hat jetzt gerade einen Leo, einen pechschwarzen, süßen, 2 Monate alten Kater neu dazu. Und als wir eben dort waren, ganz viel mit Leo gespielt. Also, das ist natürlich herrlich. Ein sehr altes Kino, so richtig von außen, so absolut, ja, ein wunderschöner Bau. Innen drin so ein bisschen so mehr so 70er Jahre Flair und Style, so vom Boden her und alles voller Katzen. Es ist ein Traumort. Katzen öffnen auch Türen. Ich habe es selbst erlebt in Los Angeles. Ich war in dem Laden Creepsville. Ist ein ganz kleiner Laden. Aber komischerweise, sobald du über Katzen sprichst, dann kommst du nach hinten und stellst fest, Cat Fostering machen die. Das heißt, die kümmern sich um die ganz Kleinen, bis die vermittelt werden. Ja. Und da, wo die ganzen T-Shirts gemacht werden und so, im Büro gibt es einen Raum nur für die Katzen. Oh. Das sieht kein Mensch normalerweise, ne? Das siehst du halt nur, wenn du scheinbar dich mit Katzen auseinandersetzt. Siehst du eine ganz andere Welt. Da kannst du dich dann von Katzen niederwuseln lassen. Aber es öffnen sich Türen, die immer verschlossen sind. Also das ist eine eigene Geschichte für sich. Das ist das, was die Welt nicht sieht. Das sind die Illuminaten. Das kannst du alles sehen durch Katzen. Ja, deshalb gibt es ja auch Katzen und Weltherrschaft. Das Klischee ist ja so. Ja, genau. Ja, jede Tür ist verschlossen, bis du eine Katze hast. Genau. Der Schlüssel zur Welt. Miau. Aber ich fand gut, dass du den Übergang schon gemacht hast, weil dein Buch Keine Menschenseele. Das war das erste Buch, was ich von dir gelesen habe. Und wir hatten uns getroffen, das war 2018 beim House of Horrors in Oberhausen. Du hattest einen Stand natürlich mit Katzendeko. Die Katze gehört Mario Steinmetz. Und, ja, guck. Und du hast mir das empfohlen und in die Hand gedrückt. Und das war eins der Bücher, die mich bis heute bewegen. Bewegen in dem Sinn, das hat mich nicht nur wachgerüttelt, es hat mich richtig kaputt geschüttelt. Wow. Das liegt einfach daran, das, was ich eingangs auch schon erwähnte, du deine Erfahrungen niedergeschrieben hast, die du erlebt hast. Vielleicht Triggerwarnung für manche Menschen jetzt, die das jetzt hier hören. Wir werden jetzt über sexuelle Gewalt kurz sprechen, denn das ist auch dir widerfahren. Wie wichtig ist dir das, dass genau solche Themen nicht mehr tabuisiert werden, sondern dass man darüber spricht? Ich glaube, Veränderung beginnt damit, dass man spricht, dass man es nicht totschweigt, dass man den Menschen, denen diese Dinge widerfahren, sagt, sprich darüber. Behalte es nicht für dich. Ist mir vor allem auch so wichtig, weil als mir damals das passiert ist, als ich von meinem Nachbarn vergewaltigt wurde, habe ich nicht darüber gesprochen. Zu Beginn nicht, weil ich es ursprünglich verdrängt hatte. Ich hatte so ein Trauma, ich habe es verdrängt. Als ich mir dessen wieder bewusst war, habe ich nicht drüber gesprochen, weil ich mich geschämt habe. Und dann ging ich in Therapie und dann hat der Therapeut gesagt, dann schreib darüber. Und es war für mich ein extrem starker Bewältigungsmechanismus, das alles durchzuleben, das als Rahmenhandlung für diesen Episodenroman, in dem es so zentral um verdrängte Gefühle und verdrängte Erinnerungen geht, zu nehmen, dass ich da das selbst nochmal durchlebt habe. Und mir ist es wichtig, darüber zu sprechen. Als ich das letzte Mal live in Wien gelesen habe, habe ich aus Keine Menschenseele gelesen, weil das Thema der Lesung auch Partnergewalt und sexuelle Gewalt war. Also ich habe das so gemeinsam mit ein paar anderen Autorinnen, so ein Autorinnenkollektiv, wo wir unterschiedliche Sachen machen. Das Thema der Lesung war eben Gewalt und sexuelle Gewalt. Und da habe ich den Leuten auch erzählt, bevor ich gelesen habe, woher das kommt und dass es da diesen realen Hintergrund gibt und dass es für mich die Möglichkeit war, mich zu erinnern, es zu begreifen, zu verstehen, dass die Tatsache, dass ich betrunken eine Tür geöffnet habe, nicht gleichzusetzen war mit ich bin schuld daran, was mir passiert ist. Das war elementar wichtig. Und ich denke mir einfach, es muss sein, dass wir als Gesellschaft endlich dort ankommen, wo nicht Menschen, jungen Menschen, schreckliche Dinge passieren, die als allererstes, wenn sie sich dessen bewusst sind, denken, was habe ich falsch gemacht? Warum ist genau mir
sowas passiert. Mit diesem Tabuisieren schützen wir TäterInnen. Ja, genau das ist der Punkt. Und das ist etwas, was ich schlimm finde, dass man zum Beispiel argumentiert, wenn einer Frau oder auch einem Mann, es kann ja beiden Geschlechtern passieren, das ist nicht geschlechterspezifisch eine Sexualstraftat, die jemand passieren kann. Und die kommen erst Jahre später damit raus, dass man die verurteilt und sagt, ja, warum haben die das nicht gleich gesagt? Dahinter steckt ja auch ein Verarbeitungsprozess. Das sind ja viele Sachen, die Menschen durchmachen. Und manche können nicht sofort darüber sprechen. Das ist einfach Fakt. Und dann gibt es Sachen, die dazu bewegen, dass sie darüber sprechen können. Oder halt auch wie bei dir in der Form, dass du darüber schreibst. Das ist halt nicht einfach. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, oh ja, ich kann jetzt rausgehen und das in die Welt posaunen. Ich erwähne das ja gerade, weil, und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir darüber sprechen, bei mir war das letztes Jahr der Fall, dass ein namhafter Regisseur mich sexuell belästigt und genötigt hat und ich einfach nicht darüber sprechen konnte. Und das ist wirklich schlimm. Und wenn dann jetzt was passieren würde, dass dieser Mensch vor Gericht käme und dann würde ich als Zeuge geladen werden, dann würde jeder sagen, ja, aber warum hat denn The Vegan Satanist, warum hat er nichts darüber gesagt? Und dann ist das nicht die Schuld, dass ich nichts darüber gesagt habe, sondern manchmal auch, dass mir Leute einfach nicht zugehört haben. Ja. Und das ist etwas, worüber wir wirklich sprechen müssen, weil es ist ein Stigma, was wir tragen. Ich glaube auch, dass du da was Wesentliches ansprichst. Ich glaube, man muss den Menschen das Gefühl geben, dass sie gehört werden. Dass das, was ihnen widerfährt, nicht nur ihnen widerfahren ist, sondern auch anderen. Und dass es Leute gibt, die zuhören. Einfach nur zuhören und dann handeln, wenn das Gegenüber das will. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, man wird ernst genommen und nicht verurteilt. Es gibt genug Leute, die eine Täter-Opfer-Umkehr machen. Und das ist ein großes Problem. Wir hatten ja eingangs schon, bevor wir hier aufgenommen haben, beide darüber gesprochen, dass es ja gerade bei Männern ein großes Problem ist, dass sie gar nicht darüber sprechen. Das heißt, die Männer erfahren auch sexuelle Belästigung, gerade im Internet, auch durch Frauen, durch andere Männer, und es wird einfach geschwiegen. Aber wir sehen ja gerade auch durch Selbstmordraten, dass bei Männern eine hohe Selbstmordrate ist. Und das heißt, da ist ein Problem. Und da sollte man drüber sprechen. Und das hat nichts mit Alpha-Mann zu tun oder nicht Alpha-Mann, nur weil man darüber spricht oder nicht darüber spricht. Sondern im Gegenteil, es zeigt ja von Stärke, wenn man das anspricht. Und eben dieses Sprechen ist, glaube ich, schau, ich spreche darüber. Du, die du gerade den Podcast hörst, du hörst zu, wenn es dich in irgendeiner Weise betroffen hat. Und da gibt es keine Abstufungen wie, das ist ja noch harmlos und erst das ist krass. Also wenn es dich in irgendeiner Weise betroffen hat, bitte sprich ebenfalls, weil du hörst uns gerade zu und auch dir werden die Leute zuhören. Ja, das ist wichtig. Das kann man ja auch mal sagen hier an der Stelle. Wenn Leute darüber sprechen wollen und nicht wissen, wie sie sich öffnen können. Wir sind 2 Personen, es gibt Mails und allen Kram, schreibt uns. Wir haben ein offenes Ohr dafür, wir sind Betroffene, wir urteilen nicht. Absolut, macht das, ja. Das ist halt wichtig, nicht zu urteilen darüber, sondern einfach zuhören. Genau. Und das ist genau das, warum ich nochmal Danke sagen wollte wegen deinem Buch, weil das war das, was ich auch sagte, das hat mich wachgerüttelt. Du sagtest ja selber, dass du auch damals mit den psychischen Problemen, die du hattest, und dann hast du angefangen zu schreiben. Bei mir ist mit Vegan Satanist, das habe ich gegründet letztes Jahr, aufgrund dessen mit dieser sexuellen Belästigung. Dazu kam noch mein psychisches Problem der Depression. Also ich hatte einen Selbstmordversuch hinter mir. Dein Buch und auch du als Figur allgemein, also nicht nur deine Kunstfigur, sondern auch der Mensch dahinter, hat mir geholfen, da durchzukommen und einfach mal zu zeigen, das ist mir wichtig, dass ich dann vorangehe und nicht aufgebe. Und deswegen ist mir das wichtig, dass du gerade hier in dieser Sendung bist. Ja, das berührt mich sehr. Ich danke dir. Weil ich muss immer dran zurückdenken, dass 2018 eine Person, und ich kann auch wirklich sagen, eine besondere Person, zu mir sagte, du kannst jede Geschichte schreiben, die du willst. Wichtig ist nur, dass du anfängst. Und das habe ich im Kopf behalten. Das geht nicht weg. 6 Jahre später kann ich dir das zurückgeben und sagen, danke. Von Herzen gern. Von Herzen gern. Schon vor 6 Jahren warst du die Lehrerin, die du heute bist, und motivierst die Menschen, einfach weiterzumachen. Eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, und das finde ich sehr interessant, das wäre jetzt der journalistische Part, den man bei Wikipedia kriegt. Also nein, du bist nicht pansexuell, aber bei Pan da drinne. Und das ist der Fantastik-Autoren-Netzwerk. Ja, genau. Was kann man darunter verstehen als Laie, die jetzt wie ich zum Beispiel sich gar nichts bildlich darunter vorstellen kann? Ich weiß, da ist ein riesen Artikel verlinkt, aber er ist für mich zum Beispiel jetzt als Mensch, der nicht in der Fantastik oder in dieser
Literatur der Fantastik viel verankert ist, nicht wirklich greifbar. Generell geht es bei Paaren darum, dass man einander unterstützt. Es sind mittlerweile sehr, sehr viele Mitglieder. Es werden auch Paaren-Stipendien vergeben in den unterschiedlichen literarischen Bereichen. Es gibt gemeinsame Stände. Ich werde auch bei der diesjährigen Comic-Con, darf ich das schon sagen? Also auf jeden Fall, es wird eine Veranstaltung geben, wo Paaren wieder einen Tisch haben wird. Und da werde ich dabei sein. Das heißt, man macht gemeinsame Veranstaltungen, man zeigt gemeinsam Präsenz auf der Frankfurter Buchmesse, auf der Leipziger Buchmesse, auf den unterschiedlichen Comic-Cons, weil der Gedanke dahinter der ist, dass man gemeinsam stark ist. Natürlich gibt es bei einem Verein, der mittlerweile schon so groß ist, auch immer wieder Sachen, wo man sagt, da wurde mit Dingen nicht ganz korrekt umgegangen und es gab auch Leute, die dann dem Verein den Rücken gekehrt haben. Da muss ich aber sagen, dass vor allem auch die leitenden Personen sehr liebe Vertraute von mir sind, in die ich Vertrauen habe und ich mir einfach sicher bin, dass selbst wenn Dinge, was ungelogen so ist, auch mal nicht so gut laufen, dass das die richtigen Personen sind, um das Bestmögliche zu wollen und zu tun. Und ich glaube einfach, wie gesagt, kein Mensch ist eine Insel und wo man einander helfen kann, wo man zusammenhalten kann, wo man etwas Gemeinsames schaffen kann. Das ist sinnvoll. Die Leute haben so eine eigenartige Vorstellung von SchriftstellerInnen, es klingt dann so nach Shining in den Köpfen der Leute, die am besten in einem verschneiten Hotel ganz manisch auf eine Schreibmaschine einprügeln. Nee, so ist das nicht. Du bist nicht allein. Das geht aber nur, wenn du zwischen einem Wald und einem Friedhof Ja, bist. genau. Ja. Zwischen einem Wald und einem Friedhof zu leben und ihr könnt das auf Wikipedia wieder reinschreiben, weil es ist keine Lüge. Es ist tatsächlich so. Es ist schön, dass da jetzt steht, ich lebe in einem Haus, aber in Wahrheit lebe ich tatsächlich in einem Haus zwischen Wald und Friedhof. Es inspiriert schon, aber am meisten inspiriert mich dieses nach draußen gehen, dieses echte Dinge im echten Leben mit echten Menschen. Das ist das, was ich liebe und worauf ich gar keinenfalls verzichten möchte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt wirklich nicht die Überstreberin. Und das habe ich von einer Freundin von Claudia Rapp gelernt. Die hat mit mir gesprochen an einem Punkt, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich hau alles hin. Ich habe da null Bock mehr auf das ganze Zeug. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und hat sie mir gesagt, ich weiß, dass du denkst, man muss was Besonderes wollen, sonst kommt man nirgends hin. Aber mach doch so, wie du es liebst. Mach so, wie es dir Spaß macht. Und wenn du halt an dem Abend eher Bock hast, auf ein Konzert zu gehen, dann geh halt auf ein Konzert, auf ein paar Spritzer für dich auf, lass die Sau raus. Dann mach das und das ist auch genau das, was ich mache. Ich habe viele Jahre die Kunst über alles gestellt. Mittlerweile begleitet mich die Kunst, aber es sind viele andere Dinge mindestens genauso wichtig. Weil wenn man nur die Kunst über alles andere stellt und ich arbeite daheim an meinem Roman wichtiger ist, als ich gehe raus und treffe Menschen und sammle Erinnerungen, das hat mich dann auch sehr unglücklich gemacht. Und deswegen bin ich froh, dass ich da so eine Balance gefunden habe. Aber dann hast du ja die richtige Balance getroffen, weil die Kunst, wie du gerade sagtest, begleitet dich, aber dadurch begleitest du ja auch die Kunst. Unbedingt. Wir sind ein Miteinander. Mal hat sie mehr Raum, mal hat sie weniger Raum. Ich freue mich ja auch, dass ich viel mit Filmen zu tun habe. Ich bin sehr froh, dass ich das 4. Jahr in Folge in der Jury für die Fright Night sitze. Wir haben wirklich internationale Einreichungen, wirklich von No Budget bis toll produzierte Dinge und auch heuer wird es wieder ein Hammer-Festival in Linz. Das ist mir so ans Herz gewachsen. Das bedeutet mir unendlich viel, auch dass man da wirklich in diesem Auswahlprozess des Programms so drinnen ist, dass man die ganzen Filme zu sehen bekommt. Das ist für mich immer eine der schönsten Zeiten des Jahres, wo ich außer das, was ich halt in der Schule sein muss, quasi wochenlang dann in meinem Schlafzimmer liege, abgedunkelt und Film schaue, um mich zu entscheiden, um dann mit der Jury zu diskutieren, auf gemeinsame Ideen zu kommen. Also nur dieses in den Computer starren und auf die Tastatur einhämmern, das war eine Zeit lang genau das, was ich brauchte, weil ich mir so viel Schmerz von der Seele schreiben musste, um gehört zu werden. Aber es hat mich eben so weit zurück ins Leben gebracht, dass ich unbedingt leben will.
Aber das habe ich schon dem Schreiben zu verdanken. Und deswegen gehen wir miteinander und nebeneinander. Du lebst das Leben, wie man es leben soll. Man hat nur eins. Ganz genau, absolut. Deswegen dieses Konzept von, oh, wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel und haben es gut. Nee, du kannst es jetzt gut haben. Ja, jetzt. Genau, jetzt. Und auch nicht in einem halben Jahr, jetzt. Weil kaum Mensch weiß, was in einem halben Jahr Ich ist. finde es übrigens auch interessant, das wäre jetzt der letzte Punkt noch, auf den ich ganz spontan einspringen muss. Deine Arbeit über Serienmörder im Film und ihre historischen Vorbilder finde ich ja grandios. Weil ganz oft viele Menschen nicht verstehen, und natürlich wirst du es sofort verstehen, wenn ich aber sage, Psycho, Texas Chainsaw Massacre und Schweigen der Lämmer behandeln ein Thema. Und das verstehen viele nicht. Und wenn dann nochmal Ed Gein in den Raum geworfen wird, kommt, hä? Für mich war das damals, ich habe da, also das ist die Diplomarbeit, die ich im Bereich Geschichte, im Fachbereich Cultural Studies geschrieben habe. Und das kam bei mir, weil ich sah Henry Lee Lucas, Portrait of a Serial Killer, und ich war so geflasht von diesem Film. Habe dann begonnen zu recherchieren noch zu einer Zeit lang, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gab kein Smartphone, ich hatte nicht daheim Internet. Ich saß an der Uni und startete da in den Computer, um ins Internet zu kommen. Und dann komme ich drauf, wow, da gibt's Hintergrund, da gibt's historischen Hintergrund. Und dann ging's los. Bücher bestellen und schauen und so. Und dann ging ich zu der Professorin, die ich ausgewählt hatte, um eine Diplomarbeit zu schreiben. Das ist Frau Professor Karin Schmidt-Lechner vom Frauenforschungsinstitut in Graz. So ist das damals, heute sagt man Gender Studies. Und zu der kam ich, weil die hat ganz viele Seminare gemacht über Amerika und Film, die ich bei ihr belegt habe. Habe dann gesagt, ich habe ein Diplomarbeitsthema und schildere ihr das. Und sie hört zu und sie hört zu und sie hört zu. Und sie sagt, das ist eine großartige Idee, aber wer bezahlt mir den Psychiater, wenn ich ihre Arbeit betreuen soll? Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ein Jahr lang dran geschrieben, habe parallel bei einem großen Einkaufszentrum in Graz im Lager gearbeitet und im Verkauf gearbeitet. Das heißt, es ging sich alles super aus. Habe dann doppelt so viel geschrieben, wie ich eigentlich schreiben hätte müssen, also 200 Seiten mit über 100 Sekundärliteraturangaben. Wow. Und habe die Arbeit daran wirklich sehr genossen. Also das war eine der leibendsten Zeiten überhaupt, wie man in Österreich sagen würde. Also ich denke immer noch gern daran zurück, weil man immer wieder hört, Leute, die Diplomarbeit geschrieben haben, das war so anstrengend und ich konnte mich nicht motivieren und ich ging da durch, nein, gar nichts, kein Tal der Hölle. Ich habe kein einziges Mal gezweifelt. Ich hatte mal Phasen, wo ich mehr kackelt habe und dann habe ich wieder mehr geschrieben, aber ich habe es nie bereut und das war die beste Entscheidung überhaupt für den Abschluss. Stell mir gerade vor, wie du da in diesem Lager arbeitest nebenbei, ja? Ja. Dieses junge, zierliche Mädchen, die dann total euphorisch dann zum Kollegen sagt so, oh, ich freue mich schon, wenn ich noch da zurück bin, dann kann ich wieder mal Serienkiller schreiben. Hast du Texas Chainsaw Massacre gesehen? Mega gut, wie der dir am Fleischerhaken hängt. Das war in der Realität allerdings nicht so. Der hat die an den Füßen, weißt du, okay. Also ich sehe schon, du hast dich da irgendwas Mäuschen rumgetrieben, weil also gerade zu der Zeit war mit mir natürlich über kaum irgendetwas anderes zu sprechen und zu der Zeit war ich auch gerade komplett Single. Das heißt also, ja, ich glaube, es hätte auch niemand mit mir ausgehalten. Aber ich habe halt alle, die irgendwie in meiner Umgebung waren, damit bombardiert. Und die Arbeitskolleginnen wussten das halt nicht so wertzuschätzen. Man bekam dann schon leicht den Ruf ab, dass man doch ein bisschen I'm a creep, I'm a weirdo. Sind wir das nicht alle irgendwo? Vor allem Weirdo ist doch so ein schöner Begriff. Ich finde ihn super. Ich mag den. Ja, ich auch. Ich mag das auch. Der hat was Schönes. Also es ist für mich auch keine Beleidigung. Überhaupt nicht. Also wenn jemand zu mir sagen würde, also ich fand es ja so lustig, eine meiner besten Freundinnen ist eine Lehrerkollegin und die sagt dann auch immer, dass wenn die SchülerInnen mich beschreiben, eines der Wörter, das in der Oberstufe, also bei den Älteren dann regelmäßig kommt, ist creepy. Und dass sie das so geil findet, wenn die SchülerInnen mich als creepy beschreiben, sage ich, ja, ich finde das auch gut. Mit creepy kann ich gut. Weirdo, creepy, das ist total okay. Es wäre eigenartig, wenn es nicht so wäre. Faszinierend, was so also was wir jetzt als creepy jetzt mal bezeichnen, was das für eine Anziehungskraft hat. Ich habe es nur gesehen, ich hatte mich als Vegan Satanist in Los Angeles ja auf dieser großen Horror-Convention verkleidet. Und das meiste, was ich an dem Tag hatte, waren wirklich kleine Kinder, die ein Foto mit mir haben wollten. Weil ich für die halt das coole Monster war, wie Frankensteins Monster. Da haben die natürlich so Posen neben mir gemacht. Oh, war schon das cool. Ist süß. Oh Gott, das ist mega süß. Echt urlieb. Kann ich mir voll gut vorstellen. Und was sicher super cute. Das ist total cute, weil du merkst einfach, dass die halt das Böse nicht sehen. Ja,
voll. Die sehen halt so, oh, das ist das Monster, was vielleicht keine Freunde hat, aber ich bin jetzt sein Freund. Ja, ja. Meine Oma, väterlicherseits, ist ja mit mir, da war ich auch noch im Kindergarten, hat sie begonnen, mit mir ins Theater zu gehen, zur Märchenbühne. Und danach waren dann immer die DarstellerInnen, da konnte man dann hingehen mit dem Programmheft und Unterschriften sammeln. Und ich bin auch immer schnurstracks zu den Bösen hingelaufen. Also ich kann das verstehen. Wenn ich da als Kind auf der Messe bin, ich werde ja auch total zugerannt. Ja, das ist süß. Da war auch ein Junge, und das fand ich wirklich cool, der hat von der Haunted Mansion von Disney, gibt es einen Charakter, der ist kopflos und der trägt seinen Kopf als Laterne. Und da hatte er so eine kleine Laterne und da war ein Plastikkopf drin mit roten LED-Lampen und er selber hatte aber ein schwarzes Tuch über dem Kopf, dass man sein Gesicht nicht sehen konnte. Und dann habe ich mit ihm geredet und er hat ganz nett, natürlich auf Englisch dann zu mir gesagt, du musst mit meinem Kopf in der Laterne reden. Oh. Da ist mein Kopf. Boah. Cool. Weißt du, wo ich so dachte, so, Junge, du bist 4, das ist gruselig. Das ist echt gruselig, sehr cool. Ja, Kinder sind großartig. Ja, die haben noch, das ist aber das Wichtige, das ist die Fantasie. Und das ist etwas, was wir uns bewahren müssen, auch als Erwachsene. Das dürfen wir nicht verkorksen oder verlernen. Ja. Vielleicht noch ein interessanter Punkt, den wir hier noch besprechen können. Hast du in deiner Kindheit viel gespielt, draußen gespielt, mit Figuren gespielt oder irgendwas? Ja. Ich habe wahnsinnig viel gespielt und mein Vater hat sich immer irrsinnig viel Zeit genommen. Der hat stundenlang mit mir aus den Dingen, die halt da waren, Sachen aufgebaut, Seilbahn gebaut, Geschichten erfunden. Und wenn ich abends schlafen ging, wollte meine Mama oder die Oma, die wollten mir vorlesen aus einem Märchenbuch. Und ich habe immer gesagt, nein, das will ich nicht. Der Papa muss kommen und eine Geschichte erzählen, weil der ist so schön fantasierig. Ich wollte immer diese echten Geschichten, dieses spontan erfundene, dieses Gelebte, dieses Gespielte. Und das ist auch das, was ich mir für meine SchülerInnen wünsche, dass sie diese Fantasie beibehalten, diese Liebe beibehalten. Deswegen muss ich ehrlich sagen, das trifft mich immer persönlich sehr, weil wenn man online irgendwo was liest über LehrerInnen oder über Schule, fast 90% der Kommentare sind, Schule ist scheiße, die wollen unsere Kinder alle gleich schalten, die treiben ihnen die Liebe aus, die nehmen ihnen die Fantasie. Ja, vielleicht machen das einige, aber ich arbeite da hart dagegen. Und dir tut es gerade so, als wären alle Lehrer so. Als hätten alle Lehrer Würfel produzieren wollen. Ich will Menschen und ich will kein Produkt und erst recht kein Würfel. Bei mir war das tatsächlich damals so, dass ich belächelt wurde. Ich war in der 9. Klasse und ich habe mir dann, mache ich ja immer noch, ich kaufe mir nur noch Actionfiguren. Ja. Und ich hatte eine einfach mitgenommen zur Schule, die ich da ausgepackt habe und mir angeguckt habe. Und dann hieß es, bist du nicht zu alt dafür? Nee. Und da habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Also ich finde das ganz cool. Ich posiere auch mit diesen Figuren oder mache die als Deko irgendwo hin. Und mir war das immer wichtig, weil ich als Kind sehr viele Geschichten damit erfunden habe. Also das waren ja Geschichten, die ich gespielt habe. Mhm. Und ich komme drauf, weil Jon Favreau, der ja jetzt diese berühmte Serie The Mandalorian gemacht hat ja selbst zugegeben, dass die Geschichten, die wir jetzt sehen, die wir alle so gut finden, sind die er als Kind gespielt hat mit seinen Actionfiguren. Großartig. Ja, das ist genial. Aber genau das, ja. Die Geschichten, vielleicht ist die Saat der Geschichte dann in der Fantasie des Kindes bereits da. Vielleicht ist das Geheimnis eines kunstschaffenden Menschen. Ich glaube auch. Und das ist vielleicht die wichtige Botschaft, die wir hier mitgeben können, dass man einfach diese Fantasie nicht von anderen wegnehmen lässt, sondern behält und daraus was zaubert. Und man ist nie im Leben zu alt für irgendwas. Ich habe zum 15. Jahrestag von meinem Mann einen wunderbaren King Shark bekommen und ich liebe ihn heiß und innig. Und nicht der schönste Geisterring der Welt könnte so leibend sein wie mein wunderbarer King Shark. Liest King Shark dein Buch auch falsch rum? Natürlich. Hand. Sonst wäre ich beleidigt. Ist aber auch ein genialer Charakter, ne? King Shark. Ich liebe King Shark so sehr, meine Güte. Und deswegen auch, ja. Und zum letzten Geburtstag habe ich 2 My Little Ponies bekommen. Wirklich original alte, die er über eine Plattform bei uns, über Willhaben in Österreich aufgetrieben hat. Das heißt, er weiß ganz genau, dass meine Fantasie immer gefüttert werden will. Und vor allem diese Erinnerungen auch an die Kindheit, die sind schon wichtig. Ey, nicht lachen jetzt, ne? Aber als ich drüben war in den Staaten, saß ich das ganze Wochenende gegenüber von dem Cast, die Monster High sprechen. Oh. Und ich war so begeistert von Monster High, weil sogar der Typ, der das erfunden hat, war dort, dass ich mir jetzt sofort, als ich zu Hause war, eine Monster High Puppe bestellt habe. Natürlich im Sarg, weil ich das genial finde und das unterstützen will. Oh, wie geil. Aber wie geil ist das denn bitte? Barbie mit Horrorfiguren. Dort fällt mir ein, wir sollten uns mal zum Spielen treffen.
Jetzt bitte noch Action Man oder G.I. Joe mit Horrorfiguren. Ich bin voll drin. Ja, ich bin dabei. Oh, zu der letzte Traum. Muss ich noch eine Sache sagen. Ich bin ein Mensch, der sich viel natürlich mit realen Horror auseinandersetzt und natürlich auch mit Zeitgeschehen und Serienmörder und. Und dazu gehören heutzutage auch Amokläufe. Dein Bericht, den du hier in dem Buch beschreibst, von dem Amoklauf, von der Überlebenden, hat mich gepackt, weil das wirklich aus der Sicht eines Lehrers kommt. Und das ist etwas, wo ich sage, Hut ab. Das zu schreiben und dieses Gefühl zu vermitteln, das sehen ja viele Schüler nicht. Das sehen ja auch viele Menschen nicht. Aber du steckst genauso in dem Raum und hast Angst. Ist das eine Angst, die du wirklich hast heutzutage? Also an dieser großen technischen Lehranstalt, an der ich zuvor war, bevor ich am Gymnasium begonnen habe, gab es einen stummen Alarm für den Fall eines Amoklaufs. Es gab, während ich dort gearbeitet habe, einmal eine Bombendrohung. Wir mussten die gesamte Schule evakuieren. Und es gab einmal, dass einer angedroht hat über soziale Medien, er kommt am nächsten Tag und schießt alle nieder. Ist jetzt nicht eine ganz enge Berührung tatsächlich mit diesen Themen, aber man hat es im Kopf und man setzt sich damit auseinander. Und ich lese auch mit den Jugendlichen in der 4. Klasse, das sind sie 13, 14 Jahre alt, das Buch Was wir dachten, was wir taten, wo es um einen Amoklauf an einer Schule geht. Ein Buch, das eine 18-Jährige, die war damals 18, als sie es geschrieben hat. Und das ist total faszinierend und auch mit jungen Leuten darüber zu sprechen. Und es ist durchaus etwas da, das man im Kopf hat. Das heißt, jetzt die Lehrerinnenposition natürlich on voice. Und es war mir ein Anliegen, einmal so eine Geschichte zu erzählen, einmal aus dieser Perspektive zu erzählen. Und das merkt man auch. Ich finde, das merkt man tatsächlich beim Lesen. Und das fällt in dem Buch Der letzte Traum tatsächlich auf. Es sind ja viele kleine Geschichten, aber gerade diese sticht heraus. Oh, danke schön. Da merkt man einfach, dass das, was wir auch schon erwähnt hatten, dass da dieser persönliche Einfluss mit drin ist. Und der ist halt auch in solchen Geschichten oder halt in John Waters, der plötzlich auftaucht, was ich immer noch grandios finde. Ich finde es ja immer noch geil, wenn jemand John Waters erkennt. So viele erkennen ihn nicht, aber diejenigen, die ihn erkennen, freuen sich dann immer tierisch. Aber gibt es wirklich Leute, die das nicht erkennen? Ja, es gibt tatsächlich Leute. Es sind wahrscheinlich Leute, die allgemein John Waters wahrscheinlich nicht kennen. Ja, also ich glaube, wenn man John Waters kennt, wenn man ihn einmal irgendwie bei Live Speech gesehen hat, dann erkennt man ihn auch. Aber es sind halt Leute, die nicht wissen, wer John Waters ist und die auch, dass die Figur Papst heißt. Nicht einmal das mit ihnen dann weiter, aber ja. Er ist der Pope of Trash. Es war mir halt wirklich ein Anliegen, John Waters da in dieser Rolle, in dieser quasi göttlichen Rolle reinzuhaben. Also John Waters ist Gott irgendwie. Ne? Das war mir halt ein Anliegen. Gerade ja für dich, du hattest ja mit ihm zu tun. Ja. Und das ist ja auch etwas, da müssen wir auch gerade mal, jetzt wo du gerade hier die Plattform ist, darüber müssen wir einmal sprechen, weil das ist wirklich ein schöner Augenblick. Fast wie der Tom Berenger-Augenblick, den du hattest. Also ich würde sagen, der Tom Berenger-Augenblick war noch viel intimer. Und spontan. Was die Leute rausmachen, ist deren Sache jetzt. Ich kann nur sagen, es gibt Wir erklären das jetzt nicht. Es gibt ein Mr. Hell, gibt es. Und der ist damit d'accord, also ist nichts passiert in dem Sinne. Was das andere ist, könnt ihr selber rausfinden. Aber reden wir über deinen John Waters-Augenblick, weil das finde ich selber, als Fan ist das für mich immer so eine Geschichte, wo ich sage, oh, wie geil. Ja, ich hatte halt, weil es gibt dieses tolle Festival bei uns in Wien, das Slash Film Festival, und die haben es geschafft mittlerweile schon 2-mal. Das heißt, diesen Moment hatte ich jetzt sogar schon ein 2. Mal, John Waters nach Wien zu holen, und ich hatte da beim ersten Mal halt auch die Möglichkeit, mit ihm zusammenzusitzen und ein Foto zu machen und ihm persönlich etwas zu fragen und Sachen signieren zu lassen, und ich war einfach nur hin und her und weg, und weil John Waters ist für mich, also er ist nicht nur der Papst des Trashes, für mich generell der Papst. Also ich habe das Plakat von dieser ersten Veranstaltung vom Slash Film Festival, hängt bei mir im Arbeitszimmer an der Wand, und dahinter, da ist auch das 2. Badezimmer, wo die Dusche ist. Und es ist meistens recht warm drin, das heißt, da ist dann auch die Tür offen. Und ich aus der Dusche steige und mich abtrockne und rausschaue, sieht mich John Waters an. Und dann genieße ich John Waters Blicke auf meinem nackten Körper, und nachdem er ja auf Sünde ziemlich steht, finde ich das ganz angenehm. Also sich unter dem Blick von John Waters abzutrocknen, hat schon was. Also ja,
John Waters ist wirklich eine große Leidenschaft. Jetzt brauchst du noch diese Rubbelkarte von Polyester aus Ja, dem unbedingt. Kino. Und dann hast du richtig Spaß nach der Dusche. Das war auch eine Erfahrung, die ich einmal im Kino gemacht habe mit der Originalkarte. Das war ein Ding. Das vergisst du nicht. Und ich war froh, dass es dann nicht Pink Flamingo war. Ja, wolltest du kein Huhn? Nö, ich wollte jetzt auch nicht das mit dem Kram, was bei Hunden hinten rauskommt, mit zu tun haben. Ja, aber John Waters ist halt einfach ein Mensch für die Extreme und er ist aber so bezaubernd und mit so einer starken Energie und er strahlt so etwas, die Leute sprechen immer von ganz konkreter Positivity wie Body Positivity. John Waters ist Mensch Positivity, also Human Positivity. Ich bin Mensch, ich bin mir dessen bewusst und es ist geil, Mensch zu sein. Und das ist total das, was er ausstrahlt. Dafür bewundere ich ihn. Ist auch einer der positiven, queeren Personen, die halt auch dieses Queersein positiv darstellen und toll machen. Und dafür finde ich ihn wirklich bewundernswert. Und ich finde es grandios, dass er ein riesen Vincent Price-Fan ist, sonst hätte er den Schnäuzer nicht. Er musste einfach dringend endlich mal in einem Roman eine zentrale, wichtige, elementare Rolle spielen. Man merkt halt auch, es ist ein Unterschied, ob man jemanden kennt oder nicht kennt. Es gibt Menschen, mit denen kann man offen sprechen und Menschen, mit denen kann man es nicht. Und bei dir ist genau das Erstere. Das ist schön. Danke dafür. Diesen Dank kann ich nur zurückgeben. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich für das, was auch du mir heute erzählt hast. Das hat mich wirklich sehr berührt und es freut mich, dass ich da einen Teil des Weges bewusst und unbewusst mit dir gehen durfte. Und danke für das schöne Gespräch. Und ja, ich hoffe, die Leute spüren ein bisschen was von unserer John Waters Energie. Aber hallo. Wie gesagt, ohne Faye Hell gäbe es kein The Vegan Satanist. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Danke, ciao. Für heute verabschiedet sich der Vegan Satanist. Doch unsere Reise, die wird weitergehen. Denn es gibt noch so viele Fragen, die nach einer Antwort suchen. Bis dahin, macht es wie Eva. Esst einen Apfel und bleibt böse. Bis zum nächsten Mal.